Servus Metal Leute und herzlich willkommen bei InfraRot, dem Podcast mit Jens Zimmer. Hallo! Hallo! Hey, er ist wieder da! Er ist wieder da! Gerade noch die letzten Stücke, was hast du da ausgekaut? Gar nichts. Und braun gebrannt aus dem Urlaub. Jens, verrat uns, wo warst du? Ich war am Berg. Am Berg. War im Winterurlaub. Ja, ich bin im Schnee gewesen. Ja. Und ich war ganz überrascht. Ich komme rein und ihr sagt alle, wie braun ich bin. Schnee reflektiert ja auch, ne? Ja, und wir hatten auch 2, 3 Sonnentage. Warte mal. Da kann man sich. Wie viele Sonnentage hatte ich denn jetzt? Das weiß ich nicht. Hast du mir noch nicht. 2. Da kann man sich schnell das Gesicht verbrennen. Ist kein Spaß. Ja, ist kein Spaß. abends sah ich auch teils wirklich. Ich stand vorm Spiegel und habe mich gewundert. Ne? Ja. Wo warst du? Wo war das nochmal? Vorarlberg. Vorarlberg. Der Ort heißt, das ist so diese Region. Also Österreich, Au-Schoppernau heißt die Gegend. Ah ja. Und ich war im Hotel Rössle. Ein Hotel. Das ist schon ein schöner Name. Ich werde nicht dafür bezahlt. Das ist ein Hotel, das ich empfehlen kann. Wahnsinn. Ja. Absoluter Wahnsinn. Also geil. Wirklich. Sprengt eigentlich meinen finanziellen Rahmen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich wir hab's sind doch hier gemacht. bei den Russen. Ja, richtig so. Also von der Wilderer-Schwalbe zum Rössle. Herrlich. Das ist Jens. Toll. Was wollte ich dich noch fragen? Weiß ich gar nicht. Gebrochen hast du dir nichts? Wie war's Skifahren? Ich wollte ja eigentlich langlaufen. Ja. Und habe tatsächlich einen Kurs gebucht dafür. Oh Gott. Und bin dann auch angetreten und es dauerte ungefähr 5 Minuten, da lag ich und hatte eine Zerrung und konnte gleich abbrechen den Kurs. Nein. Ja, doch. Echt? Dafür bist du aber ganz normal reingekommen. Wo Zerrung? Mittlerweile geht's wieder. Leiste. Am Leisten, Innen rechts. Also was ich nicht wusste, so ein Langlaufski, der hat keine Kanten, der hat gar nichts. Jeder kennt wahrscheinlich so es gibt ja diese Langlaufskier für die Straße, weißt du, so auf so Rollen. Und wenn du das wirklich simulieren wolltest, das echte Erlebnis, das du auf Skiern hast, dann dürfte das nicht auf Rollen sein, sondern auf Kugeln. Auf Kugeln, ja. Du hast nämlich keine Kanten, du fährst automatisch irgendwie so in alle Richtungen weg. Es ist also eine absolute Katastrophe. Dafür hat man die Loipe, ne? Und diese Spur, ne? Damit man nicht, ich wollte ja skaten. Nicht weg. Ach, du wolltest skaten? Ja. Aber das muss natürlich gelernt sein, ne? Was will man sagen? Deswegen hatte ich ja den Kurs. Deswegen hast du den Kurs, ne? Das Pech, dass ich nicht gleich gezerrt habe. Und dann konnte ich aufhören. Hab mir halt, dann bin ich halt Ski gefahren. Das kann ich auch nicht. Aber damit bin ich besser klargekommen. Ja, ist doch gut. Ich wusste gar nicht, dass man diese Carving-Ski, dass man die ohne Stöcker fährt. Wusstest du das? Nee. Da hast du keine Skistöcker mehr. Wusste ich nicht. Das war damals noch nicht so, als ich Carving-Skier gefahren bin, aber so verändert sich der Sport, ne? Gut. Ich bin ohne gefahren. Und ohne Unfall anscheinend, ne? Ja, also zweimal habe ich mich noch hingelegt. Ich bin zum Schluss, also es fing dann leider an zu regnen, und dann wurde der Schnee ganz komisch, dann konnte ich es nicht mehr, aber als es richtig kalt war und wir hatten auch so Pulverschnee auf den Pisten, da habe ich das drauf gehabt. Also bin ich tatsächlich im Parallelschwung, bin ich so runter, ja. Ich glaub dir das, Ja, aber hier. Dann war der Schnee nass und ich konnte gar nichts mehr. Ja, nasser Schnee ist scheiße, ist so Sulz, ne? Ja, genau. Ja, gut, ne? Er macht es wie Schumacher, meine lieben Damen und Herren, hier unser Jens Zimmer beim Skifahren. Ganz fantastisch. So, wir müssen jetzt echt wirklich ganz viele Spenden nachholen. Und zwar von Thomas, Marc, Gunther, Thomas und Mike und Andrea, Frank, Jürgen und Frank. Meine Augen, die werden immer schlimmer, ey. Das ist alles so furchtbar. Es ist furchtbar. Wo ist es denn? Hallo. Guido, Claudia, Maximilian, Janina, Hans-Joachim, Rico, René, Benjamin, Christian, Walter, Christian, Steffen, Winnig, Rudi, Katharina, Matthias, Joachim, Giselher, Edda, Willibald, Armin, Marcel, Nicole, Philippe. Hallo, machen wir weg hier. So, und dann nochmal von Thomas, Markus, Monika, vielen, vielen Dank. Stefan, Frank und Sven, vielen, vielen Dank. Von Tino, Gisela, Peter, von Stefan, Frank und Stefan. Meine Güte, ist das toll. Vielen, vielen Dank. Von Thomas, Markus und Monika schon wieder. Ja, herrlich. Herrlich. So, das war's jetzt aber auch, glaube ich, von Björn und Elena. Ja, so. Vielen Dank, liebe Leute. Vielen, vielen Dank für eure tollen Schenkungen. Und wir haben hier auch eine Schenkung vom Zollhader. Zollhader, du Wahnsinniger. Das ist ja großartig. Da ist ein Brief. Ich hab noch nicht reingeschaut. Willst du mal vorlesen? Okay. Mädel, ihr Wahnsinnigen. Hab euch nochmal ein kleines Fresspaket zusammengestellt, damit ihr wieder schön in der Sendung fressne und schmatzne könnt. Vergesst mir aber nicht die Knechte hinter der Kamera. Schöne Feiertage und einen guten Rutsch, ihr Kackschwurbler und Putin-Fanboys. Herzallerliebste Grüße im Auftrag, euer Zollhader.
keine Grenzzollstelle, Ausfuhrbestätigung, konform, Eingangs und bla bla bla. Jede Menge Bla bla bla. Stempel, Ein Stempel, echter Stempel. Zollhater. Hier, guck mal, sogar mit Bastelsatz. Das ist eher was für Jens. Dann haben wir hier Küstenwache. Ah, kann man ein Schiffchen bauen. Guck mal hier. Oh, Amarettini, das liebe ich ja zum Kaffee. Ich liebe es. Vielen Dank. Ei, tatsächlich. Das Ei, ist für guck mal, mich. hier ist was für mich. Da Das steht ist auch für drauf, Jens. Jens. Was haben wir denn da? Mountain Dew Mountain Red. Dew. Trink mal. Okay. Trink mal. Hab ich kürzlich. Genussstücke Irish Coffee. Oh, geiler Typ. Bio-Gemüsechips. Das ist was für Jens. Für Jens Koffein. Peanut Butter Cups. Die sind tödlich. Ich glaube, das ist eher was für Jens. Ich glaube, das ist eher was für dich. Du bist doch Kaffeetrinker, Not oder? guilty. Aber für Jens Koffein. Da steht, ja, vielen Dank, lieber Zollhater, für Jens Koffein, aber ich trinke tatsächlich Espresso. Na, dann gib mal her. Ja, ich bin total der, hier, Bio-Kaffee aus fairem Handel. Dann finde ich das scheiße, aber ich nehme trotzdem. So, Kackhater Arthur. Ich glaube, das ist ein Stück Seife für Ein dich. Stück Scheiße für mich. Ich glaube, das ist jetzt, das müssen wir tauschen. Du kriegst den Kaffee, ich krieg die Ja, gut. Das ist Nougat. Ja, ich liebe Nougat. That's what he said. Toffee. Du kriegst einen Becher Toffee. von Wer möchte eigentlich- Bärenpark Borbe, glaube ich. Wir sollen die Knechte hinter der Kamera nicht vergessen. Wir haben hier einmal Haselnuss und einmal Toffee. Maxi Tubis. Okay. Süßes Sie Lakritz, das winken ist ab. für euch. Sie winken ab. Ja, schon mal her. Achtung, Nappos, pass auf. Oh, Nappos. Oh, ich schmeiß mal gleich wieder zurück. Warte, hier. Ich hab hier... Guilty, hier, das ist was hier für Osama, vegan. Achtung, da kommt noch was. Ja. Und für Volodymyr, fang die Dose. Nein, Quatsch hier, nein. Und oh, geil, ey, Lind, hello. Nice to sweet you. Alle so Kaloriensünden. Oh, Toffees. Und mein Vorsatz im neuen Jahr ist, ich werde erstmal 2 Monate keinen Zucker konsumieren. Das klappt bisher auch ganz gut. Ja, dann bleibt mehr für die Knechte hinter der Mehr für Kamera. die Knechte, und für mich. ja. Meine Freundin hat mich auch gleich schon mal sabotiert mit so einem Schweineöhrchen in Zucker, in Schoko getünkt. Naja, gut, ne? Irgendwas ist ja immer. Wir von bedanken Chips hab uns ich nichts bei gesagt. Jaroslav und Schmenderle. Jaroslav, er ist astrein und Schmenderle ist auch astrein. Sehr schön. Und noch einer. Nee, Schmenderle und Jaroslav. Also, und davor, da war doch auch schon was. Ne. Und wir haben Gäste, und zwar von der Basis. Holger Gref vom Landesverband Nordrhein-Westfalen und Tobias Ulbrich, auch als Anwalt für Impfopfer, während der Corona-Zeit unterwegs. Und er ist parteilos, tritt aber für die Basis an in Düsseldorf. Und die werden wir später begrüßen in gar nicht mal so langer Zeit. 25 Minuten haben wir noch. Und mit selbstverständlich schalten wir heute rein zu Musk und Weidel. Das versteht sich ja wohl von selbst. Das versteht sich von selbst. Wunderbar. Das wird das Ereignis des Jahres. Wahrscheinlich wird das Internet gerade dann zufällig zusammenbrechen. Aber wir schauen mal. Gut, mein lieber Jens, wo fangen wir an? Achso, ja, Shop. Wir haben im Shop, natürlich ist es Wahlkampf und wir wären ja blöd, wenn wir uns daran nicht bereichern würden. Also es gibt bei uns im Shop Team Friedrich, Team Olaf, Team Robert, Team Alice, hier schöne Hoodies zum Sonderpreis. Wie ich bereits im InfraRot im Narrativschlaf gesagt habe, Team Robert, Hoodie ist ein bisschen teurer geworden, kostet nur 299 €. Das liegt wohl am Lieferkettengesetz. Aber der Team Alice Pulli ist sagenhaft günstig mit 39 € oder sowas. Ne? Also Leute, zieht's euch rein. Und ganz wichtig, wir können auch für die Leute, die es ein bisschen subtiler mögen, da ist der Link, wir können den Aufdruck auch auf den Rücken machen. Ganz wichtig. Ja? So viel zum Shop. Geht hin und kaufet. Kaufen macht glücklich, das wissen wir doch. Gut. So, dann haben wir noch so ein bisschen Nachlese. Wo ist mein... So, erstmal weg hier. So, noch ein bisschen Nachlese vom Silvester. Bitte einmal auf den Tonton. Jean-Marie Le Pen ist gestorben und es haben sich spontan einige Menschen auf dem Place de la République in Paris versammelt. Ja, ist auch eine Art, ne? Jetzt singen sie gleich Il est mort. Also er ist tot. Tatsächlich, das ist wegen Jean-Marie Le Pen?
Jo. Sympathisches Völkchen, diese Franzosen. Also ich mag es gar nicht sagen, vor allem weil ich eigentlich ursprünglich aus der Ecke komme, aber die Bösartigkeit dieser Menschen ist einfach nicht mehr zu übersehen. Die sind so durch und durch bösartig. Die angeblich Guten, die Linken, die sind durch und durch bösartig. Je öfter man hinschaut, also wenn man wirklich ohne Brille drauf schaut und ohne dieses Propaganda-Filtergewirr, das die Leute vor dem Verstand haben, dann stellt man fest, die sind so böse, Richtig. Stell dir das umgekehrt vor. Stell dir vor, irgendwie ein Haufen Rechter würde da stehen und irgendwie den Tod von, keine Ahnung, von der Hidalgo oder sonst was feiern. Das wäre undenkbar, das wäre auch ein Riesenskandal. Das ist eine Bösartigkeit, die sich da immer wieder zeigt bei diesen Leuten. Ich habe mit denen auch nichts mehr zu tun. Ich will mit denen auch nichts mehr zu tun haben. Dumm und bösartig. Keine moralischen Grenzen mehr. Nein, die sind völlig durchgeknallt. Oh. Völlig durch. So. Und Georgine Kellermann hat einen lieben Nachbarn getroffen, lange Rettungssanitäter. Dass Rettungskräfte Silvester angegriffen wurden, war schon in den 60er Jahren so. Wir hatten immer einen Schlagstock im Ärmel, damit wir uns wehren konnten. Manchmal war der auch nötig. Dann hatten wir 2 Patienten. Natürlich, das war schon immer so, liebe Georgine. Die schönste Frau der Welt. Wirklich, als ob. Nach Selbstbezeichnung ist die schönste Frau der Welt. Und das Nachrichtenportal News ist an die Vornamen der Täter, der Verhafteten der Silvesternacht gekommen. Die Polizei Berlin ermittelt jetzt, wo das Leck ist. Das ist ein Skandal. Ja, das ist ein Skandal. Das ist das Schlimmste. Ich habe das noch nicht mitgekriegt, aber ich kann es mir denken. So, wir gucken mal, ob wir unsere Namen wiederfinden. Ich habe schlechte Nachrichten für mich, muss ich leider sagen. Das ist ja schon Arthur und Arthur. Wollen wir mal gucken, Osama ist Jasmin, nicht dabei. Jeremia, Jihad, Jim, Joshua, Julia. Also Jens habe ich keinen. Nein. Osama, nee, du musst bei Yunus gucken. Du hast doch den zweiten Pass hier aus der Türkei. Yunus Cümür. Yunus ist auch kein türkischer Name. Yunus ist eher Libanon. Ist es? Ja, arabisch. Naja, gut, bei Mehmet Jens ist doch alles möglich. Finde ich immer lustig, dass die Jihad, Cedric, ja gut, ne, Dominik, Emil, Philipp ist auch ein Pole. Also wenn es so geschrieben wird, ist Pole. Ja. Aber was macht zum Beispiel, hier muss man sich fragen. Moritz, jawohl. Ronny ist auch klar, Steven Thies, Marvin, Malte, Marco, Marlene. Das finde ich ja lustig, ne? Eine Marlene. Oder komm mal, eine Kerstin. Karl. Interessant, ne? Gabriela, also es gibt auch so eine gewisse Renaissance, ne? Aber ansonsten glaube ich, Herkunft. Ich tippe da mal auf die, auch wenn man sich Leonard, Malte, vielleicht sind das so die was ist die Antifa gewesen, die auch so ein bisschen Terror halt gemacht hat. Ach so, Leon Malte, ja. Valentino. Aber Moment, ich weiß es nicht. Ich sehe das gerade alles zum ersten Mal. Ich habe heute erst wieder angefangen zu arbeiten. Heute bin ich erst wieder zurück. Du Glücklicher. Ich habe nichts mitgekriegt. Ja. Auch von Riesenskandal. Ich habe es geschafft, keine Nachrichten zu schauen. Nee, ich habe das Handy beiseite gelegt. Da weißt du ja gar nicht, dass du wahrscheinlich nicht mehr von Österreich eingereist wärst nach Deutschland, ne? Weil in Österreich ist ja jetzt gerade Revolution. Habe ich mitgekriegt. Ja. Allerdings auch zu spät. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich doch in Österreich, ich hätte mich mit dem Handy hingestellt und ein paar Fragen gestellt. Ja. Habe ich doch gemacht. Ich habe doch den Beitrag aus Kufstein, da ging es ja eigentlich genau darum, um die österreichische Brandmauer. So. Und eigentlich hätte ich sofort den nächsten Beitrag machen müssen, aber ich hatte die Kamera nicht, mit dem Smartphone hätte ich es gemacht. Ja. Also jetzt plant man in Österreich schon einiges. Ich habe hier einen kleinen Snippet rausgesucht aus Österreich über die Silvesternacht. Für jene Extremisten und Radikale, die das tun, die den Kalifat ausrufen, die den Gottesstaat wollen, gibt es nur 2 Alternativen. Einsperren oder abschießen. Abschieben. Einsperren oder abschieben. Entschuldige, ich korrigiere das. Einsperren oder abschieben. Entschuldige mich für diesen Versprecher. Einsperren oder abschieben. Ja, komm, ist gut. So schlimm war es doch nicht. Wir wussten doch genau, was er gedacht hat. Der beste Versprecher. Einsperren oder abschießen. Abschießen. Ja, aber auch in 2024 wurde eine Menge abgeschoben. Hast du das gelesen, Jens? 18.000 aus Deutschland, 18.400. Die haben wahrscheinlich alle die 1.000 € abgenommen und sind auch noch morgen wieder da. 15.000 sind wieder da davon. 15.000 sind wieder da? Nein, weiß ich nicht. Nein, weiß man nicht. Aber im Jahr... Woher sollte man das auch wissen? Woher sollte man das auch wissen? Woher sollte man das wissen? Im Vergleich zu
2023, großartige Steigerung. Yunus Yusuf. Yunus Yusuf. Ja, der heißt dann halt Yusuf. Schumur. Du brauchst ja keine Papiere. Du kommst an und sagst, hallo, Asyl, bin ich Heino. Es sind 16.000 gewesen, ja, am 23. Jetzt sind es 18.000. Also eine wahnsinnige Steigerung. Ich muss sagen, Abschiebung hilft. Wie viele sind eigentlich ausreisepflichtig? Das sind 130.000 oder so. Ne? Nur? 130.000. Also direkt ja. So, jetzt mal was Lustiges. Also, hast du ja mitgekriegt, Meta wird jetzt zum Hassportal, ganz klar. Ich hab den gesehen. Also erstmal fand ich komisch, wie er aussieht. Man kennt ihn so gar nicht. Ne? Ja, hat sich ein Makeover verpassen lassen. Ne? Ist so ein bisschen Sideshow-Bob, war so der erste Gedanke. Ja. Hat auch so diesen schmalen Kopf und dann diese Locken. Wenn er es noch ein bisschen wachsen lässt, dann passt es. Das ist so ein bisschen und das ist Mode. Was für ein Opportunist. Das ist ja so ein Widerling, oder? Dieser ist sowas. Ich meine, natürlich freut man sich. Das ist doch total ernst gemeint. Es geht um die Meinungsfreiheit. Natürlich, 4 Jahre lang war halt jetzt nicht so, aber jetzt hat er es begriffen. Jetzt ist Meinungsfreiheit vielleicht angesagt. kehren wir dann ja auch zurück. Also er hat folgende Dinge gesagt. Die Faktenprüfer waren einfach politisch zuvor eingenommen. Erkenntnis. Was? Und haben mehr Vertrauen zerstört, als sie geschaffen haben. Vor allem in den USA. Was sagt denn Korrektiv dazu? Das muss erst findet mal Korrektiv. Das war falsch, sagten. Das war falsch, sagen die. Das war nämlich alles richtig. Was als Bewegung für mehr Inklusion begann, also jetzt Themen Migration und Geschlechterfragen, wurden zunehmend dazu genutzt, Meinungen zu unterdrücken und Andersdenkende auszuschließen. Was? Was für eine Erkenntnis, ne? Was für eine Erkenntnis. Künftig werden die Filter bei illegalen und schwerwiegenden Verstößen konzentriert Einsatz finden und bei weniger schwerwiegenden Verstößen machen die so Community Notes. Ich glaube, wie X. der Trump, der hat doch mal gesagt, dass der eigentlich in den Knast gehört. Wegen Meinungsunterdrückung etc. Ich glaube, es könnte was damit zu tun haben. Es könnte was damit zu tun haben, dass also Mark Zuckerberg jetzt die Meinungsfreiheit entdeckt für sich. Ja. Außerdem wird er jetzt mit Präsident Trump zusammenarbeiten, um gegen die Zensur amerikanischer Unternehmen weltweit vorzugehen. Vor allem in Europa. Das ist ja unglaublich. Ja. Okay. Die haben sich ja damals mit Händen und Füßen gewehrt gegen diese Zensur. Man muss es wirklich so sagen. Ja, besonders Facebook. Facebook. Also die waren wirklich sehr stark unterdrückt und jetzt wollen sie die Freiheit mit Trump. Ja. Es ist schon sehr lustig, aber demnächst können wir dann wieder solche Memes sehen. Ich musste so lachen auf Facebook. Öffnen Sie Ihren Geist. Öffnen Sie Ihren Geist. Sorry, ich finde das so lustig. Öffnen Sie Ihren Geist. Total Recall. Georgine Kellermann, meine lieben Damen und Herren. Wer kennt es noch? Total Recall. Von 1992 oder so. Super Film damals. Geiler Film. Ja, und natürlich hat das ZDF auch was zu Meta zu sagen. Das gucken wir uns auch noch mal kurz an. Gerne auch mit Pause. Jetzt blicken wir auf eine Entscheidung vom Internetkonzern Meta, die weltweit für Aufsehen sorgt. Facebook und Instagram werden in den USA künftig unabhängige Faktenchecker abschaffen. Unabhängige Faktenchecker vor allem. Unabhängig. Korrektiv ist ja so unabhängig. Ja, total unabhängig. Ja. Nee, weil ich weiß gar nicht, wer das in den USA ist. Natürlich hier in Deutschland ist es Korrektiv. In den USA sind das andere. Ne? Die sind aber garantiert genauso unabhängig. Ne? Aber ich wollte damit sagen, Ewald. Korrektiv ist ja nur in Deutschland tätig. Und ich glaube, das gilt auch zuerst nur für die USA. Also dieses Community Notes Ding. Mal gucken, wie das in Europa weitergeht. Du sagtest gerade, er will mit Trump zusammenarbeiten, um die Meinungsfreiheit weltweit wieder durchzusetzen, vor allem in Europa. Das ist also Europa und die Unterdrückung der Meinungsfreiheit hast du Berlin und Brüssel. Ja, das ist wirklich, das sind so die Höllenpfuhle. Ich glaube, das wird Ärger geben, aber weiter. Hey. Dadurch könnte es nun mehr hasserfüllte und hetzerische Beiträge geben, so die Kritik. Natürlich. Beiträge mit Fake News werden jetzt nicht mehr von Faktencheckern als Lügen enttarnt. Das gibt's ja nicht. Sie verlieren die Deutungshoheit. Die Deutungshoheit, ganz sicher, ja. Aber der Wind dreht sich mächtig. X und Facebook. Und an Facebook hängt ja auch Instagram dran. Ne? Ist ja klar, gehört ja Meta. Ne? Also das sind 3... Ich weiß nicht, was hast du denn sonst noch im Social-Media-Bereich? StudiVZ? Gibt's nicht mehr? Vergiss es. Das ist es. Das sind die 3 Schwergewichte. Du hast TikTok, okay, gut, aber die gehören den anderen Propagandisten. Und dann wird das richtig übel in Europa. Vielen Dank, Jim Pansen. Ein Mann randaliert mit einer Axt am Flughafen, angeblich in Düsseldorf. Unzählige Male wird dieses Fake-Video geteilt, auch auf Facebook.
Faktenchecker stellen schnell klar, das Video ist nicht aus Düsseldorf, sondern aus Santiago de Chile. Solche Faktenchecks... Ja, genau, so ein Beispiel nehmen die sich natürlich raus. Ist natürlich klar. Du, Aber das hätten die Community Notes ganz schnell klargestellt. Genauso gemacht. Ja. Es geht ja um die ganzen Videos, die nicht gepostet werden konnten, die aber richtig eingeordnet, die auch richtig geolokalisiert sind, wo was passiert ist in Deutschland, meine lieben Damen und Herren. Das ist ja wohl klar. Aber so ein Video, sowas suchen die sich natürlich raus. Ich habe das genaue Prinzip der Community Notes noch nicht verstanden. Also hinter dieser einfachen Nachricht, die da unten steht, findet ein größerer Prozess statt, der teilweise auch mit Diskussionen und so weiter. Ich habe da noch nicht reingeschaut, es wird Zeit, dass ich das jetzt mal mache. Auf jeden Fall haben sie in den Nachrichten, als ich zurückgefahren bin, also ich hatte ja eine lange Autofahrt, habe ich Nachrichten gehört und da wurde das auch, ich glaube Deutschlandfunk, extrem kritisiert, wie das funktioniert. Und dass das so überhaupt nicht geht und dass das überhaupt keine Zuverlässigkeit ist. Aber das, was die da beschrieben haben als Community Notes und das System dahinter, das ist wie Wikipedia. Das funktioniert ziemlich gut, würde ich sagen. Wikipedia funktioniert ja, ist ja eine Katastrophe. Nein, Wikipedia ist eine Katastrophe. Bei X funktioniert bei weiß X ich funktioniert nicht. Aber das, was sie beschrieben haben, und was sie kritisiert haben, ist das Wikipedia-Prinzip. Vor allem, die machen das anonym. Und bei Wikipedia, diese ganzen Hass und Hetze, die du da hast, natürlich in schönen Worten, ja, und dieses ganze Niederschreiben von unangenehmen Leuten, das geschieht alles anonym. Im Hintergrund finden welche Diskussionen statt und man weiß nicht, wer bei und Wikipedia warum. ist das okay. Bei Wikipedia hat da niemand ein Problem damit. Es ist genauso Deswegen heißt es ja Community Notes. Ich meine, es liegt ja schon im Begriff drin. Also natürlich, es ist von der Community, aber oft auch eben mit Link, mit irgendwelchen Statistiken hinterlegte Community Notes. Der Originaltext, zum Beispiel, also bei X ist das ja so, der bleibt ja bestehen. Es wird halt nur so ein Addendum eben dazu gelegt. So. Und jetzt geht's weiter. Meta, der Mutterkonzern von Facebook und Instagram, jetzt abschaffen. Wir werden zu unseren Wurzeln zurückkehren, Fehler reduzieren, Richtlinien vereinfachen und die freie Meinungsäußerung auf unseren Plattformen wiederherstellen. Lustig. Danke, Goldschreiner. Checker, sagt Zuckerberg, seien politisch zu voreingenommen. Außerdem sei ein Punkt erreicht worden, an dem das System zu viele Fehler gemacht und zu viel zensiert hätte. Ach. Das Moderieren der Inhalte soll künftig den Usern überlassen werden. Wir erleben jetzt gerade eine 180-Grad-Kehrtwende von Meta. Das Unternehmen hatte sich in den letzten Jahren bemüht, etwas mehr Content-Moderation zu machen, einen etwas zivilisierteren Diskurs zu ermöglichen auf den Plattformen, etwas zögerhaft gegen Hass, Hetze und Desinformation vorzugehen, auch aus Angst vor Regulierung, vor allem in der Europäischen Union. Und jetzt erleben wir, dass eigentlich erstmal in den USA alle Schleusen geöffnet werden, dass die Redefreiheit über alles gestellt werden. Diese Redefreiheit, liebe Leute. Zuckerberg orientiert sich bei der Umgestaltung an Elon Musk, Trumps neuem besten Freund, der auf seiner Plattform X bereits... Ach, schön diese Bilderauswahl, ne? Der neue beste hatte Freund. Trump Facebook mal als Feind des Volkes bezeichnet und dem Meta-Chef sogar mit Gefängnis gedroht. Aber jetzt ist Zuckerberg auf Linie. Noch ein neuer bester Freund. Weitere mächtige Social-Media-Netzwerke ohne Faktenchecks dürften kurz vor seiner Vereidigung als US-Präsident ganz nach Trumps Geschmack sein. Oh ja, jetzt ist Trump der Bösewicht. Ah, das ist so toll. Dieses Video hier mit der US-Fahne und diesem Vollboard da, das ist, glaube ich, 8 Jahre alt oder so. Das hat überhaupt nichts mit der jetzigen Situation zu tun. Das ist völlig aus dem Kontext gerissen, als wäre er immer so ein Pro-Ami, Pro-First Amendment-Dude gewesen, ne? Ja, völliger Quatsch. Ja, also so viel zum ZDF. Da weiß man gleich, was man zu denken hat, ne? Sympathisch. Und Wunder, oh Wunder, die Grünen wollen eine öffentlich-rechtliche Social-Media-Plattform öffnen. Der Zeitpunkt der Initiative ist kein Zufall. Ja, Meta hat angekündigt, externe Faktenchecks abzuschaffen. Die vorgeschlagene europäische Plattform soll sich durch mehrere Kernmerkmale von bestehenden Angeboten unterscheiden. Finanzierung soll durch bereits erhobene Rundfunkgebühren erfolgen, ohne dass diese erhöht werden müssen. Natürlich nicht. Jetzt erstmal, natürlich nicht. Ne? Das Konzept sieht eine werbefreie, offene und mehrsprachige Plattform vor, die qualitativ hochwertige Inhalte bündelt. Ja, die soll nicht qualitativ hochwertiges bündeln, das ist einfach Propaganda, da soll einfach nur zensiert werden. Die wollen einfach die Deutungshoheit zurück. Ich meine, das ist doch jedem klar. Was gerade passiert, ist eine wunderbare Entwicklung. Ich traue dem Musk nicht über den Weg, wenn ich ganz ehrlich bin. Auch nicht. Ich traue auch dem Trump nicht über den Weg. Aber momentan, die Entwicklungen sind gut. Es sind gute Entwicklungen.
Und hoffentlich geht das so weiter. Hoffentlich rasten die nicht völlig aus. Was ich sonst so gehört habe auf dem Weg zurück von wegen Grönland, ja. Und finde ich geil. Findest du geil? Finde ich absolut das geil. Total, auch hier Kanada als irre. 51. Staat und Mexiko ist dann Südtexas. Er ist total bescheuert. Er ist total verrückt. Ja, aber mal gucken, was passiert. Ne? Ich meine, er war noch nie so mächtig, wie er es jetzt ist. Und ich hoffe, der ist macht es weiterhin wie bisher, weißt du, dass er halt ganz groß quatscht, ja, und dann irgendwelche Kompromisse schließt. So. Ja. Also in der deutschen Medienlandschaft könnte die neue Plattform als 4. Säule neben ARD, ZDF und Deutschlandradio etabliert werden. Um Gottes Willen, um Gott, bloß nicht. Genau sowas bräuchten wir jetzt, ja. Die Initiatoren betonen die Bedeutung der politischen Unabhängigkeit, ja. Sie soll ganz frei sein von politischer Einflussnahme, genauso wie das öffentlich-rechtliche wahrscheinlich, ja. Und gleichzeitig den Anforderungen des Digital Services Acts entsprechen. Ja, was da wohl bei rumkommen würde, liebe Damen und Herren. Es ist total verrückt. Schon toll. Ich sehe hier einen Troll. Was erzählt er? Je nachdem, welche Unterhose Jens anhat, sagt er einmal, er findet Trump total toll. Und auf der anderen Seite, Trump ist die absolute Katastrophe. Das kann ich nicht bestätigen. Jens hat immer die gleiche Unterhose an. Der war gut. Arthur. Okay. Was für ein Quatsch. Das ist okay. Ey, damit kann ich kein Problem. Naja, ist ja auch wirklich Quatsch. So, was haben wir noch? Ich hatte eigentlich 2 Interviews rausgesucht, die wir hätten besprechen können. Das eine war Alice Weidel mit dem American Conservative. Ein interessantes Interview, das sie gegeben hat. Wann? Was ziemlich hohe Wellen geschlagen hat, ich glaube Ende letzter Woche. Okay. Wo sie gesagt hat, ne, Deutsche als Sklaven und wir haben diese Sklavenmentalität, jetzt verlangt die USA von uns zu kämpfen, das könnte aber problematisch werden, weil wenn Sklaven kämpfen, dann wollen sie in der Regel irgendwann ihre Freiheit wieder und so. Ziemlich interessantes Zeug, was die geredet hat. Wirklich ein interessantes Interview. Und das andere war Robert Habeck mit dem Spiegel. Ich hätte jetzt prinzipiell die Menschen hier an unseren Bildschirmen abstimmen lassen, welches Interview wir besprechen, aber ich glaube, das schaffen wir zeitlich nicht mehr, aber wir können es ja auf nächstes Mal verschieben. Ja, wir schalten ja rüber in das Musk-Weidel-Gespräch um 7 Uhr und jetzt haben wir die 1826, ne? Die haben wir jetzt im Chat. Wir haben die auch. 27 haben wir es. Wollen wir sie reinholen? Wollen wir sie neilassen? So, warte. Hoffentlich sind sie noch da. Du darfst ja eigentlich gar nicht so lange aussteigen. Als Host. Ich bin ausgestiegen. Ja, mal gucken. Aber da sind sie noch. So, Mama, sag mal was. Können wir ein Hallo haben? Was? Hallo? Reicht das? Sehr schön, ja, das ist fantastisch. Ja, das tut mir schon fast leid, dass ich mit dem Spaß, den ihr da habt, jetzt ein ganz ernstes Thema eigentlich ansprechen muss. Und das ist wirklich schon fast, worüber man sich wieder empören kann. Ach, dann lassen wir es doch. Dann lassen wir das doch einfach. Nein, Quatsch, nein. Erzähl bitte. Zumindest wenn man weiß, worum es geht. Und die meisten wissen das gar nicht. Und deswegen bin ich euch unglaublich dankbar, dass ihr uns hier die Gelegenheit gebt, das mal vorzustellen. Ganz gerne, ja. Die meisten werfen alle Parteien in einen Topf. Und es gibt aber 2 Arten von Parteien. Da hast du recht, aber warte, ich will euch doch gerne nochmal vorstellen für unsere Zuschauer. Ja, natürlich, gerne, Entschuldigung. Ja, das gebietet doch die Höflichkeit. Also wir haben heute zu Gast im Zoom-Talk Holger Gräf und Tobias Ulbrich. Der eine ist Direktkandidat für die Partei Die Basis in Nordrhein-Westfalen, genauer genommen Düsseldorf Nord. Und der andere ist parteilos, aber tritt trotzdem für die Basis an. In Düsseldorf Zentrum oder was ist es? Süd, okay, 106. Es gibt 2 Wahlbezirke, Nord und Süd. Also quasi Nachbarn. Und genau. Und du, Tobias, bist vor allem Anwalt. Du kümmerst dich um Impfopfer. Genau. Und ihr beiden, ihr seid bei der Basis. Und wie wir jetzt mittlerweile alle mitbekommen haben, es ist bald Bundestagswahl. Das heißt, die Fristen sind relativ kurz. Und das, was fast kaum einer weiß, es gibt viele Parteien, die nicht den gleichen Status haben wie jetzt eben die Parteien, die im Bundestag sitzen. Und da hat man es mit besonderen Bedingungen zu tun. Was
eben die Wahlausrichtung angeht und mit besonderen Hürden. Und ich denke, an dieser Stelle übergebe ich an euch und dann könnt ihr vielleicht auch mal ein bisschen erzählen, was für Schwierigkeiten ihr denn da gerade habt. Ich wollte ganz kurz noch was klarstellen. Also ich bin parteiloser Direktkandidat in Süd und die Basis unterstützt mich. Genau. Weil die Basis eben die Einstellung hat, dass eben vor allem direkte Demokratie und vor allem das direkte Mandat etwas ist, das förderungswürdig ist. Und daher eben auch netterweise bekomme ich deshalb auch die Unterstützung der Basis. Ich bin nicht Parteimitglied und ich trete auch nicht für die Basis an, sondern die Basis unterstützt mich in meiner Direktkandidatur. Ganz genau. Was ich sehr toll finde. Ja, also du bist, genau, habe ich ja gesagt, parteilos, nicht wahr? Ja. Genau. Gut. Wunderbar. Ja, wer möchte anfangen? Ja, okay, dann komme ich mal zum Pudelskern. Es wird unterschieden in, das hast du schon richtig gesagt, etablierte Parteien, so nennt man die. Das heißt, das sind Parteien, die mindestens seit 2 Jahren in irgendeinem relevanten Parlament vertreten sind. Und eben nicht etablierte Parteien, im Volksmund auch Kleinparteien genannt. Und die nicht etablierten Parteien haben eine weitere Hürde bei der Bewerbung zu jeglicher Wahl. Die müssen nämlich Unterstützungsunterschriften beibringen. Das hat man mal so eingeführt. Es war ursprünglich gar nicht so schlecht. Damit will man nämlich Missbrauch vermeiden. Man könnte ja auf die Idee kommen, ich gründe eine Partei zu Marketingzwecken und bewerbe mich einfach mal bei der Bundestagswahl, ist irgendwann der Wahlzettel ein halber Kilometer lang. Das wollte man vermeiden. Und normalerweise hat man auch zur Beibringung dieser Unterschriften ungefähr 5 bis 6 Monate Zeit. Nämlich bis zum 59. Tag vor der Wahl. Das wäre bei der Wahl im September etwa Mitte Juli gewesen. Da hätten wir also Zeit gehabt. Und jetzt hatten wir ja schon zweimal den Fall, nämlich in den 80ern, ich glaube 87 war das, ne? Und nee, 82 und einmal 2005, dass vorgezogene Bundestagswahlen anberaumt wurden. Für 82 habe ich jetzt keine Daten gefunden, aber 2005 wurden im gleichen Zuge auch die Anzahl der Unterstützungsunterschriften gekürzt. Das heißt, man hat die Hürden für die Parteien angepasst. Denn es soll ja nur den Missbrauch ausschließen. Also man soll als Partei mit diesen Unterschriften die Ernsthaftigkeit seines Begehrens, so steht es im Rechtstext, die Ernsthaftigkeit seines Begehrens nachweisen. Dazu ist es durchaus okay, wenn man 2000 Unterschriften für eine Landesliste in Nordrhein-Westfalen innerhalb von 6 Monaten sammelt. Aber nicht, wenn man die innerhalb eines Monats sammeln muss. Und das ist eigentlich nicht das ist eigentlich nur ein Teil dieses Skandals. Ja? Also die Landeswahlleitung hatte uns unmittelbar nachdem die Ampel zerbrochen ist, noch bevor die Vertrauensfrage gestellt wurde und auch noch bevor Steinmeier den Bundestag aufgelöst hat, schon mitgeteilt, dass diese Unterstützungsunterschriften nicht gekürzt würden. Und was wir vorher schon wussten, es gab ja 2022 eine Wahlrechtsreform. Das ist jetzt nichts Besonderes, das macht fast jede Bundesregierung. Und speziell die Vorgängerregierung, die Merkel-Regierung, hatte sogar vom Bundesverfassungsgericht den Auftrag, das Wahlrecht zu reformieren. Und wir haben uns da gar nichts Böses bei gedacht. Die Medien haben auch einhellig darüber berichtet. Sie haben aber nur über einen Teil berichtet. Sie haben nämlich darüber berichtet, wie die Bundestagssitze in Zukunft auf 630 Sitze begrenzt werden. Nominal gibt es nur 598. Derzeit sind es über 700. Und man will sie jetzt auf 630 begrenzen, ist aber für unseren Fall relativ unwichtig. Worüber die Medien nicht berichtet haben, waren über 2 Wahlrechtsänderungen, die uns jetzt fürchterlich auf die Füße fallen und die schon fast, ich weiß nicht, wie ihr darauf reagiert. Ich werde euch mal einfach den Inhalt eines dieser Änderungen freimündlich wiedergeben. Ich habe den Rechtstext jetzt nicht vorliegen. Wenn ihr da reingucken wollt, einfach in die Suchmaschine eurer Wahl 52 BWahlG eingeben, auf dem ersten Suchergebnis ganz nach unten scrollen. Das ist also Paragraph 52 Absatz 3. Dort ermächtigt sich das Bundesinnenministerium im Falle vorgezogener Neuwahlen diese normalerweise herrschenden Fristen nach freiem Ermessen weiter zu kürzen, und zwar ohne Einverständnis des Bundesrates. Richtig, da muss man erstmal drauf kommen. Ja, da muss man erstmal drauf kommen. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, warum beschließt eine Ampelregierung das bereits Ende 22?
Warum? Das ist eine gute Wenn Frage. die nie vorhatte, also Ende 22, da standen, ihr erinnert euch, noch in sämtlichen Umfragewerten ganz weit oben. Karl Lauterbach war, glaube ich, man kann es kaum fassen, aber ich glaube, zweitliebster deutscher Politiker. Niemand sprach davon, dass es vorgezogene Bundestagswahlen geben würde. Und in dem Moment... Doch, ich. Gut. Das ist also eine Gesetzesänderung, die wir schon ab Anfang 23 auf dem Schirm hatten, innerparteilich, und über die wir intensiv diskutiert haben. Aber wir können ja nichts dran ändern. Wir haben dann gesagt, hoffentlich kommt es nicht so weit. Und waren auch eigentlich davon ausgegangen, dass es nicht so knapp werden würde, wie es jetzt geworden ist. Und die zweite Reform, die man durchgeführt hat, von der habe ich tatsächlich schriftlich erst gestern erfahren. Der Kreiswahlleiter, ich bin ja für den Tobias Vertrauensperson, das heißt, ich bin die Schnittstelle zwischen dem Kreiswahlleiter, der für ihn seine Bewerbung zuständig ist, und der Partei. Und der Kreiswahlleiter hat mich gestern in E-Mail darüber aufgeklärt, dass wir doch bitte beachten sollten, dass in Zukunft auch mit Wahlrechtsreform von 2022 die Direktkandidaturen an die Listenkandidaturen gekoppelt sind. Eigentlich ist es so, Listenkandidaten sind für die Zweitstimme, also die werden mit der Zweitstimme gewählt und sind völlig unabhängig von den Direktkandidaten, von denen es insgesamt 299 gibt im ganzen Bundesgebiet. Wir haben 299 Wahlkreise und die Direktkandidaten sammeln unabhängig von den Listen jeweils 200 Unterstützungsunterschriften. Das ist das, was sie sammeln müssen, dann wird das alles eingereicht. Jetzt ist es so, wenn das Land, und in Gott sei Dank werden wir das in Nordrhein-Westfalen wahrscheinlich schaffen, höchstwahrscheinlich schaffen, aber wenn ein Land, eine Landesliste, ihre 2000 Unterschriften nicht schafft, dann sind alle Direktkandidaten obsolet. Die können alle einpacken. Auch wenn die jeweils ihre 200 Unterschriften bekommen haben. Auch dann. Also habt ihr ein Regelproblem, ihr habt vielleicht auch ein Personalproblem dann und ein Zeitproblem. Das hört sich ziemlich arg an, muss ich sagen. Ja, vor allen Dingen haben wir ein Zeitproblem, denn mit dem Sammeln der Unterschriften ist es leider nicht getan. Gerade bei Landeslistenunterschriften ist es so, dass die alle sortiert werden müssen und an die entsprechenden Kommunen geschickt werden müssen. Warum? Die Kommunen, also für jede Unterschrift muss erst das Wahlrecht bestätigt werden. Also wenn der Jens oder der Arthur mir jetzt eine Unterschrift geben würde, geht ja nicht, ihr kommt ja aus Berlin, aber wenn ihr das jetzt tun würdet, dann müsste für euch erst nachgeguckt werden, seid ihr überhaupt wahlberechtigt? Also mindestens 18 Jahre alt zum Wahltermin, deutscher Staatsbürger und habt nicht durch irgendeinen Umstand das Wahlrecht verloren. Das wird nachgeguckt und das haben nur die Kommunen. Diese Wählerregister führen nur die Kommunen. Also müssen wir alles sortieren, alles von Düsseldorf auf einen Haufen, alles von Dortmund auf einen anderen Haufen. Dann werden die zu den entsprechenden Rathäusern oder Wahlämtern gefahren oder auch Bürgerbüros, was auch immer da zuständig ist. Dann sagen die, naja, können Sie morgen wiederkommen oder übermorgen wiederkommen, dann haben wir die durch. Dann holt man die wieder ab und anschließend sammelt die und anschließend ganz final werden sie dann an die Landeswahlleitung geschickt. Es dauert also alles. Wir haben also nicht ein personelles Problem so in dem Sinne, sondern wir haben auch ein massives Zeitproblem, weil die Behörden auch immer nach ihrem Tempo arbeiten. Und wenn ihr euch erinnert, dass der Markus Krall beispielsweise zur Europawahl seine Unterstützungsunterschriften angeblich nicht zusammenbekommen hat, dann lag das in Wirklichkeit daran, dass die zuständige Behörde die nicht schnell genug abgearbeitet hat. Naja, kannst du mal sehen. Und ich meine, ihr seid ja auch nicht, also mit Verlaub, ihr seid natürlich schon eine sehr bekannte Partei, aber es gibt eben auch noch ganz viele andere, ja, die auch bearbeitet werden möchten. Ja, und die sind jetzt, die rotieren alle. Und was viele vielleicht auch nicht auf dem Schirm haben, ist, dass man damit die Parteien auch, ich muss mal gucken, dass ich nicht über die Zeit komme. Ich habe ja eben gehört, ihr wollt um 7 alles gut. Alles gut. Nach Amerika schalten. Ja, alles gut. Es ist folgendermaßen, wenn man eine Hürde von 0,5% an Zweitstimmenanteile nicht erlangt, dann hat man im Prinzip seine Wahlkampfkosten, die man investiert hat, die gehen durchaus in die Millionen, in den Sand gesetzt. Dann bekommt man die nicht zurück.
Und wenn man diese 0,5% überschreitet, dann bekommt man die zurück. Also man bekommt dann pro Wähler 1 Euro und private Zuwendung, also pro Spende, wird gesagt, ich glaube 48 Cent. Das macht es dann für die nächste Wahl wieder möglich. Wenn das aber jetzt nicht kommt, dieser sogenannte Parteienfinanzierung ist ein fester Topf, der wird komplett geleert nach einer Wahl, dann fällt alles das, was normalerweise jetzt an die sogenannten Kleinparteien gehen würde, die die 0,5%-Hürde geschafft haben, geht an die Etablierten. Das sind rund 10%. Ja, die freuen sich. Und die Kleinparteien, da sind wir jetzt nicht die Einzige, das betrifft also nahezu alle Kleinparteien oder die sogenannten sonstigen, oder sagen wir besser die nicht etablierten, weil klein sind wir ja nicht, mit immer noch über 20.000 Mitgliedern sind wir eigentlich nicht klein, aber wir sind halt nicht etabliert, außer in kommunalen Parlamenten. Und wir werden ausgeblutet. Also man lässt uns komplett ausbluten. Selbst wenn wir in Nordrhein-Westfalen und Bayern, die werden wir garantiert schaffen, wenn wir die schaffen, dann sind wir in 2 von 16 Bundesländern vertreten. Damit kann man keine 0,5% holen. Also habt ihr jetzt auch wahrscheinlich ein drohendes Budgetproblem. Das wird sich noch zeigen, ja. Aber man kann davon ausgehen, man kann diese Finanzierung auch nicht einfach abblasen, weil man die startet, lange bevor so eine Wahl ins Rollen kommt. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Druckereien und die Plakataufsteller die Termine dann, wenn es in die heiße Phase geht, alle schon vergeben haben. Also man muss sich frühzeitig melden, muss das mieten und das geht in die Millionen. Ja. Also wie geht ihr jetzt mit diesen Problemen um, die ja vielfältig sind? Habt ihr da eine Strategie gefunden? Ja, wir wenden uns an InfraRot. Die Bühne gehört euch. Ja, also also jeder, der jetzt zuhört, es tut nicht weh, es kostet auch nichts und es hat auch keine Nachteile, weil es außer dem zuständigen Beamten, der das abstempelt, niemand zu sehen bekommt. Auf unserer Bundeswebsite und auf unseren Landeswebseiten, die Bundeswebsite einfach zu merken, die basis-partei.de, findet ihr die entsprechenden Links zu den Unterstützungsunterschriftsformularen, die liegen als PDF vor, und eine Anleitung, wie man die ausdruckt und ausfüllt. Und dann steht da eine Adresse bei, ihr müsst sie nicht wirklich die Mühe nicht machen, die an die entsprechenden Rathäuser schicken oder so. Schickt sie an unsere Zentrale, entweder nach Berlin, an die Zillestraße oder eben in unserem Fall nach Köln. Die Adressen stehen da drauf und das wird dann von uns weitergeleitet. Denn Leute haben wir dazu durchaus genug, wir haben einfach nur die Zeit nicht. Also so wie ich das sehe, kommt ja dieser vorgezogene Termin, kommt ja vor allem den etablierten Parteien zugute, weil es erstmal einen finanziellen Kahlschlag bedeutet für diejenigen kleinen, nicht etablierten Parteien, die es wenigstens versuchen. Andere versuchen es wahrscheinlich erst gar nicht. Und zweitens fallen dann natürlich auch die ganzen Prozente, die sonst also im Wahlergebnis dann an die Sonstigen gehen, die fallen dann auch den Großen zu. So würde ich das jetzt sagen. Ne? Genau, und das senkt übrigens die regierungsfähige Mehrheit, die sich aus den Stimmenanteilen berechnet. Ja. Also die Stimmenanteile werden ja auf Sitze umgerechnet und aus den Sitzen werden dann das weiß, glaube ich, jeder. Man kann das aber jetzt schon anhand der sogenannten Sonntagsfragen schon mal ungefähr ausrechnen. Man bräuchte im Moment, wenn es so bleibt, etwa 46% muss man sich zusammenrechnen, um eine regierungsfähige Koalition auszurechnen. Also im Moment sieht es so aus, die CDU, glaube ich, auf 31% und die SPD auf 16. Die hätten also im Moment eine relativ knappe regierungsfähige Mehrheit. Das wäre dann jetzt höchstwahrscheinlich auch die nächste Bundesregierung, wenn sie nicht Stimmen einbüßen an andere Parteien. Das Schlimmste, was passieren könnte, tatsächlich das Schlimmste, was passieren könnte, wo ich die allermeiste Angst vor habe, ist, dass die ihre regierungsfähige Mehrheit nicht zusammenbekommen und dann die Grünen zwangsläufig ins Boot holen, müssen. Also ich meine, müssten sie es natürlich nicht. Sie könnten natürlich auch sagen, scheiß auf die Brandmauer, aber das werden sie nicht sagen, weil ich denke, das ist wohl auch der letztendliche Plan. Darauf arbeitet man offensichtlich schon seit 2022 hin, zumindest wenn man die Änderungen im Bundeswahlgesetz sich anschaut. Das ist wirklich interessant, weil so ohne Not, vor allem diese Verknüpfung zwischen Direkt- und Listenplätzen,
sieht nach einer, naja, irgendwie halbwegs versteckten Behinderung aus, der kleinen Partei. Die Behinderungen, die gehen noch weiter. Also wenn man die einzelnen Blätter einsammeln muss, dann muss man darauf achten, dass das, was im Personalausweis tatsächlich drinsteht, also auch der Zweitname, gar nicht der Rufname, auch mit aufgenommen ist und die Adresse richtig stimmt, dann steht das nicht genauso wie im Personalausweis dann in dem ausgefüllten Bogen drin. Dann bekommt man das zurück, dass es nicht korrekt ist und das wird dann eben verweigert im Abstempelprozess. Ja, also es muss identisch sein mit dem, was im Personalausweis drin steht. Dann kommt noch die Schikane dazu, es muss auf einer Seite ausgedruckt sein, Vorder- und Rückseite, muss auf einem Blatt sein und so weiter. Also man kann noch viele andere Punkte, Formalien finden, an denen dann eben diese konkrete eine Unterschrift scheitert, weshalb man sinnstiftenderweise gleich deutlich mehr sammeln muss, als man überhaupt vorhat zu sammeln. Nämlich, ich habe mir vorgenommen, also mindestens dann 250 einzureichen, in der Hoffnung, dass dann wenigstens 200 valide sind. Ja. Es ist ja ganz interessant, also weil das wurde ja auch hier im Podcast schon mal geäußert von Jens, dass er sich ja eigentlich lieber gewünscht hätte, die Bundestagswahl würde zum geplanten Termin stattfinden. Das wäre zumindest für die AfD wäre das wahrscheinlich ein besseres Ergebnis, oder sagen wir mal, für die Ampelparteien würde es ein schlechteres Ergebnis darbieten. Ihr sagt ja eigentlich sowas Ähnliches, ne? Ja, das ist eine Benachteiligung in allen Segmenten. Das ist doch klar, das ist gegen die Kleinstparteien gerichtet, aber natürlich auch gegen Direktkandidaten, die keine Chance haben, sich vorzustellen. Also danke, dass ihr uns hier die Plattform gebt, ja. Aber ansonsten gibt es ja in den öffentlich-rechtlichen Medien das Prinzip der gestuften Chancengleichheit. Das bedeutet, dass eben nach Wahlproports bei den Parteien auch entsprechend Sprechzeit dann in den Medien gewährt wird. Und diese Sprechzeit kommt eben neuen Kandidaten, die ansonsten eben unbekannt sind, eben auch nicht zugute. Das heißt, es ist eine doppelte Benachteiligung. Man muss also viel, viel mehr Aufwand betreiben im Social-Media-Bereich oder überhaupt in der Werbung, um noch gegen das Mediensetting der anderen überhaupt anzukommen. Ja, stimmt. Also Social Media, ja, die Meinungsfreiheit ist ja jetzt angeblich wieder im Kommen. Laut Mark Zuckerberg. Das ist natürlich, sage ich mal, ein Kanal, der euch natürlich fast unbegrenzt zur Verfügung steht. Ist das eine Möglichkeit? Also, na klar, habt ihr darüber schon nachgedacht, ne? Aber inwieweit ist das für euch valide? Ja, haben wir tatsächlich. Aber es gibt keine unglaubwürdige Aussage als die man über sich selbst trifft. Also alles das, was wir selbst verbreiten, ist natürlich, kommt natürlich beim Empfänger entsprechend mit einer Vorbemerkung an. Das sagt die Partei über sich selbst. Dass wir natürlich nichts Schlechtes über uns sagen, dürfte jedem klar sein. Was wirklich auch noch neben diesen Unterstützungsunterschriften wichtig wäre, dass man einfach mal erwähnt wird. Ja, also die alternativen Medien und auch die Mainstream-Medien machen das sowieso. Also die erwähnen ihre Parteien, zu denen übrigens dann auch die AfD gehört. Natürlich wird die nicht positiv erwähnt, aber eine Nachricht ist dann erfolgreich, wenn sie der Erwartungshaltung des Empfängers entspricht. Die werden permanent erwähnt, also sie werden permanent über der sogenannten Wahrnehmungsschwelle gehalten. Und wenn man dieses Glück nicht hat, dass man da auch immer mit erwähnt wird, und das kann auch durchaus kritisch sein. Ja, also überhaupt nichts dagegen, wenn man sagt, die Partei ist mir zu so und so, keine Ahnung. Das erwähnt werden ist das Wichtige. Wie gesagt, eine Nachricht muss einfach nur der Erwartungshaltung der entsprechenden Empfänger entsprechen. Deswegen funktioniert dieser diskreditierende Berichterstattung bei der AfD auch so gut als Stimmenfang für die AfD. Ich weiß, das sehen viele anders und es werden auch wiederum viele Wähler dann abgeschreckt. Aber wenn die Erwähnung nicht so häufig wäre, also die Schlagzahl nicht so hoch wäre, dann würden die gar keine Stimmen bekommen. Ja. Also man sieht das jetzt bei Sarah Wagenknecht, die relativ abgebaut hat in der Medienpräsenz, immer noch vertreten, aber relativ abgebaut hat, die verliert massiv an Stimmen. Natürlich kann man sich das auch anders erklären mit den Wahlen im Osten, aber das hängt halt damit zusammen. Ja. Und was wir wirklich bräuchten, wäre einfach nur eine Erwähnung, gerne kritisch, nur nicht totschweigen. Ja. Obwohl, also ich wollte nur sagen, ich werde als Direktkandidat gleichwohl trotzdem für den Wahlkreis Süd antreten
und sehe mich da eben auch frohen Muts, dass es auch gelingt. Mein X-Account ist @Anwalt-Ulbrich, wer da gerne draufschauen möchte. Poste seit 2 Jahren hauptsächlich eben in dem Bereich Impfschäden, die wir bearbeiten, alles rund um das Thema der Impfschadensthematik. Wir hatten über 6.000 Menschen, die sich bei uns gemeldet haben, führen derzeit über 2.500 Verfahren. Für den Wahlkampf habe ich die Internetseite jetzt-demokratie.de, auf der ich mich selber vorstelle, und die Punkte, die wesentlich sind. Ich meine auch, dass es interessant sein kann, für die Wähler mal zu sehen, ob jemand tatsächlich den Wahlkreis insgesamt als souverän vertritt. Also der Souverän hat einen Vertreter aus dem Wahlkreis, der die Interessen des Wahlkreises mit in den Bundestag trägt und das auch tatsächlich so ernst nimmt. Die Parteien können das ja nicht, weil sie an ihr Parteiprogramm gebunden sind, weil sie nachher an Fraktionszwang gebunden sind, und sie können innerlich was anderes denken, was anderes wollen. Sie können es nicht umsetzen, weil sie eben daran gebunden sind. Und deshalb wäre es auch mal ein Aufruf an alle, das gerne mal auszuprobieren, ob ein Direktkandidat, der tatsächlich die Interessen des Wahlkreises vertritt, und ich glaube, jeder Wahlkreis hat seine eigenen bundespolitischen Themen. Also der Stadtteil Düsseldorf Süd, der hat schon in dem südlichen Bereich mit den Autobahnbaustellen, die seit 15 Jahren andauern, seine Querelen und dementsprechenden Verkehrsführung, aber auch was weitere planerische Dinge angeht, aber auch natürlich die wahnsinnigen Kosten und Inflationstreiber im Mineralsteuerbereich und an der Tankstelle, die wir gesehen haben. Insgesamt die ganzen Inflationstreiber sind ein Problem für all diejenigen, die finanziell eben schwach aufgestellt sind. Und auch wir haben einen großen Universitätsstandpunkt im Süden mit der Heinrich-Heine-Universität. Da habe ich versucht, an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen, und da wurde mir dann mitgeteilt, dass es eben nur für Parteivertreter ist und nicht für die Direktkandidaten. Fand ich auch sehr lustig, wie dort das Demokratieverständnis ist. Ja, also ein Direktkandidat, der seinen Wahlkreis repräsentiert, das sind ja völlig verrückte Ideen, die ihr da habt. Also das muss ich ja wirklich mal sagen. Man muss aber auch erwähnen, der Spiegel hat euch ja auch mit dem ihm eigenen Wohlwollen ja auch schon mal behandelt, nicht wahr? Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber ihr wart ja auch schon mal in den Gazetten, so als Partei, als Ganzes, ne? Ja, das stimmt. Ja. Das ist nur halt eben zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr raus, um das mal an einem Beispiel festzumachen. Wie schnell solche Infos, die mal vor ein paar Wochen noch ganz präsent waren. Erinnert sich noch jemand von euch, wie dieser Milliardär hieß, der vor welcher Küste auf einem Segelboot verunglückt ist? Das war 2 Wochen lang, haben sich die sozialen Medien die Köpfe heiß geredet. Der hieß Mike Lynch und das war vor der Küste Siziliens. Ich wollte einfach nur zeigen, wenn etwas nicht permanent immer wieder in der Wahrnehmung gehalten wird, dann rutscht es halt raus. Schlechtes Beispiel. Ja. Nee, aber der Punkt ist ja angekommen. Also gerade in der Informationsdichte der heutigen Zeit geht man einfach unter, wenn man keine Präsenz hat. Und das ist ja auch das, was jetzt dem Mainstream übel aufstößt bei Elon Musk und Alice Weidel. Also das ist ja die Megapräsenz. Und ja, natürlich, klar. In dem Sinne ist das auch schon Wahlhilfe. Ganz klar. Darum habt ihr heute auch Pech. Die Zahlen sind sehr, sehr niedrig bei uns. Ich glaube, alle bereiten sich gerade auf dieses Gespräch vor. Weidel, Musk. Die Zuschauer sind alle woanders. Es wird ein bisschen untergehen, euer Anliegen. Obwohl es eigentlich ein wichtiges Anliegen und auch interessante Details waren zum reformierten Wahlrecht. Aber ungünstiges Datum. Tut mir wirklich leid. Aber wir werden das als Interview nochmal auskoppeln und separat hochladen. Da können sich die Leute auch nochmal anschauen. Und dann können wir auch noch, verlinken auf euch und natürlich, aber an dieser Stelle auch noch der Aufruf, falls ihr eine andere Kleinpartei habt oder eine nicht etablierte Partei, der ihr folgt, da seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen. Also an die Zuschauer jetzt, ne? So, ja. Jetzt wollte ich auch noch mal sagen, jetzt habe ich aber leider den Faden verloren. Ja, blöd. Hast du noch was? Nee, ich wünsche euch alles Gute, sowohl der Basis als auch dem Direktkandidaten Ulbricht, glaube ich, war das Ulbricht? Ulbricht, genau. Ohne T. Ulbricht, genau. Ulbricht, ohne T. Ulbricht, Tobias.
Ja, also mehr Direktkandidaten, das können wir, glaube ich, gebrauchen. Das Wahlrecht wurde ja generell eigentlich auch in die Richtung reformiert, dass genau die Direktkandidaten geschwächt wurde. Also die Wahl des direkt gewählten Kandidaten muss zugunsten des Listenkandidaten, also zugunsten der Parteienmacht, geht einfach drauf. Also das ist ein weiterer Demokratieabbau. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Darum alles Gute von meiner Seite. Ja, tatsächlich. Und je nachdem, wie die Entwicklung dann weitergeht, dann sehen wir uns vielleicht wieder, vielleicht vor der Wahl, vielleicht nach der Wahl. Und dann sehen wir mal, wie das gelaufen ist. Ja. Ich würde mich tierisch freuen. Ich bin jederzeit gerne dabei. Dankeschön, Dankeschön. Und Grüße nach Düsseldorf. Ja, Grüße zurück nach Berlin. Ciao. 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 Ja, ey, Mann, die haben es schon nicht leicht, ne? Ja, als kleine Partei und als neue, also ist ja noch relativ neu. Ja, klar. Das ist sowieso nicht leicht. Und die Basis, ich meine, die hatten eigentlich ihren großen Moment, also während Corona. 2020, und folgende. Und folgende, genau. Also die hat sich ja erst später gegründet. Ich glaube, 21 haben die sich gegründet. Erstmal hieß das Widerstand 2020, glaube ich, genau. Und danach kam dann die Basis, ja. Also sie haben es, also ich kann jetzt nichts über den Landesverband oder die Leute da sagen. Ich habe nur, also immer wenn ich beobachtet habe, die Basis, wenn ich hingeschaut habe, war das nicht so wählbar, fand ich. Also für mich, musst du was anderes wählen. Dann musst du was anderes wählen. Ist ja klar. Also es ist halt sehr neu und ich bin teils dann über Kandidaten gestolpert. Da habe ich viel politische Naivität wahrgenommen. Ihnen fehlt dann irgendwie so ein bisschen das professionelle Personal, was ja was Gutes sein kann, aber spätestens, ich fand es teilweise ein bisschen komisch. Aber du sprichst jetzt für Berlin, ne? Ich spreche für Berlin und eigentlich überall. Also ich hatte öfter Kontakt, nicht überall, das heißt schon wieder zu viel, aber immer, wenn ich so Kontakt hatte zu Basisleuten, habe ich die nicht als politisch gereift empfunden. Ja, und teilweise auch als, es fällt mir gerade ein bisschen schwer, das zu sagen. Wir hatten die gerade im Interview, ich wünsche Ihnen alles Gute. Und es ist ja auch wichtig, dass wir neue Parteien haben, aber das war politisch noch nicht ausgereift und teils irgendwie auch naiv und ein bisschen seltsam. So. Und esoterisch teils, auch viel zu esoterisch. Ich glaube, die Basis versteht sich in dem Sinne ja auch nicht als eine Sammlung von... Also wohl eher der hat eher so einen Bewegungscharakter, aber wo jeder einzelne Kandidat wahrscheinlich auch noch sehr stark seine eigene Agenda fahren kann, was ja auch ein interessantes Konzept ist für eine Partei. Ne? Also ohne Diktat von oben. Ja, also so eine Parteilinie kann natürlich auch was Gutes sein, weil du natürlich bei jedem Kandidaten weißt, wo du dran bist und jeder ist dann auch wählbar. Also weil wenn du weißt, dass er für diese Linie steht, nicht wahr? Ne? Aber da denke ich, ist auch irgendwo sag ich mal, der schmale Grat. Also wo ist quasi noch dieser Graswurzelgedanke da und wo geht es über in diesen professionellen Politzirkus, den wir ja auch nicht so richtig gut finden, an dessen extremen Ende ja dann wieder Berlin steht. Ja, klar. Nee, aber ist ja legitim. Muss man da sich ist noch auch Luft nach oben. Bei den ja. Leuten, die ich kennengelernt habe und was ich gesehen habe, ist einfach Luft nach oben. Ja. Und so, 4 Minuten, sollen wir mal die Verbindung testen? Liebe Regie, wie gesagt, nicht das Telefon und Vodafone, Telekom und Vodafone. Auf die Idee kommen jetzt gerade, ihre Verbindung zu resetten. Eine kleine Motivation. Ich glaube, dann resetten die eher woanders. Nicht unbedingt bei uns. Nee, Gott sei Dank. Ich meine so serverweit. Irgendwas mit Kamera? Oh, Lepe Torpe. The stream has started already. Geht schon los, ja? Ja. Kann ich mal einen Stift haben? Ja. Okay. Ich hab. Da bin ich mal gespannt. Oh Gott, ey, bitte nicht. Bitte nicht. Oh Gott. Das ist natürlich mega geil. Anmelden. Da ist doch als Autor anmelden, da steht es doch schon. Ja, das ist Nein. Gayness. Wo ist denn das fucking Ad? Also, wir haben hier Ach du mal bitte. ein paar
Technische Probleme. Hätte man vorher... Es wurde vorher nicht kommuniziert, dass wir dazu... Falsch. Weißt du was, er leckt mich doch. Geh weg! Geh weg! Geht das schon los? Loading? Live zuhören. Nun mach doch erstmal die unwesentlichen Cookies weg. Also, ja, unser Regisseur wird langsam sauer, Volodymyr, weil hier einfach, ja stimmt, der hat mir noch keine Schläge angedroht, aber irgendwann wird es bestimmt passieren. Ja. Das wäre wirklich mal was Nettes. Also, aus irgendeinem Grund können wir uns gerade nicht einloggen. Ja, wir arbeiten dran, es kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja. Auf anderen Servern wird dann immer gesprochen von den Technikboomern und Arthur gehört definitiv dazu. Okay, ich sehe gerade, es geht gleich los. Ich weiß auch gar nicht, haben wir jetzt eigentlich, das ist wieder reine Audio, ne? Was wir jetzt bekommen? Ja. Oder sind die per Bilder dabei? Nee, keine. Okay, reines Audio. Hast du Audio? Ist on? Es hat noch nicht angefangen. Yes! Okay. Also wir hören da auch rein und ich bin mal gespannt, worüber die quatschen. Ich habe mir das damals angeschaut, das Gespräch, also wir müssen natürlich schon mal leise im Hintergrund. Ja, ich habe mir das Gespräch angehört, Musk und Trump. Und ich muss sagen, da war ich extrem enttäuscht, wie schlecht das war und wie schwach und wie langweilig. Die waren sich halt in so ein paar Punkten dann sehr einig, aber unterm Strich, ich fand es lahm. Ja? Ich fand es richtig lahm. Kann ich das gut, ich bin mal gespannt, was die beiden jetzt auf die Kette kriegen. Ich bin auch gespannt. Kann man das jetzt noch mal kurz stumm schalten? So. Ja, gut. Nee, warte hier. Ich will was anderes. Ich will gern was anderes. Mach mal wieder laut. Ja. Marco? Okay, gut. Ist wieder laut. Gut. Ja, alles sicher? Klar. Nee, ich will was zeigen. Ich will was zeigen. Du willst was zeigen? Wie das natürlich eingeordnet wurde vom Mainstream, dürfen wir uns jetzt noch mal ganz kurz anhören. Telegram, Ja, mach mal. Weiter. Die haben ja alle Schaum vorm Mund. Also ich habe das auch... Richtig Schaum vorm Mund. Ich wusste gar nicht, dass das heute stattfindet. Wie gesagt, ich habe es wirklich geschafft, das Smartphone beiseite zu legen. Ich hatte zwar sogar einen Laptop mit, aber ich habe keine Nachrichten. Ich habe mich völlig ferngehalten. Okay, mehr von Informationen. Ja. Genau, seit heute bin ich eigentlich erst wieder dabei. Und also die EU hat 150 Beamte abgestellt. Die Bundestagsverwaltung hat jetzt auch bereits erklärt. Welcome to the conversation with Alice Beadle, who is, I believe, currently the leading candidate to run Germany. I think most popular in the polls. Welcome, Alice. Thank you for joining Spaces, and I look forward to this discussion. And perhaps we could start by outlining, if you could outline what AfD's platform is, what are the main things you're aiming for, where does Germany need change, and just to educate people who have never heard of AfD or AfD, if it could be German, and a lot of people, especially in America, have never heard of AfD, so perhaps this would be very helpful. Okay. Thank you very much, Elon, for having me and to give this opportunity to openly speak about different matters. Let me just... Can you hear me? I can, yes. Perfect. To start with, who we are. The AfD is the alternative for Germany. It is a relatively new party, founded 11 years ago, during the course of the Euro problems. Unfortunately, I have to start when I shed some light on our party with the quite negative circumstances in Germany. Our country is a great country with highly motivated people, but our country
has been governed not in a proper way within the last 20-25 years. We had the Angela Merkel administration for 16 years, and then the so-called traffic light coalition that imploded last year, and now we're heading elections. In my point of view, Angela Merkel, the first Green Chancellor, she ruined basically our country. She enforced, without asking the people, she enforced to open our borders for illegal immigration in 2015. She wrecked and destroyed our backbone in terms of obnoxious energy policy. For the foreign listeners here in this audience, Germany is the only industrial country that unplugged the nuclear power plant. So the aim of Angela Merkel was to enforce just solar and wind energy. And you don't need to be very smart to encounter that you cannot run an industrial country with just wind and solar, because you don't have any energy and electricity when the sun doesn't shine and when the wind doesn't blow. And this is a major problem. Yeah, I mean, obviously, I'm a big fan of solar energy, but clearly, if a country is at a very high latitude, then the amount of solar power in the winter is going to be substantially reduced. And then, of course, there's a significant difference in the day-night cycle of energy usage. So a lot of power can be done with solar and with large-scale grid energy batteries, but it must be supplemented with other forms of power because there's not a lot of sunshine in the middle of winter in Germany. So the solution obviously must be a multifaceted solution where there is certainly renewables, but also there does need to be some amount of fossil fuel energy and especially nuclear. I think nuclear is very much underrated. I think it was tragic for Germany to shut down the nuclear power plants. In fact, they're very well designed. And I think that the right move is, in fact, to increase the amount of nuclear power substantially in Germany. This would be great. And I think, yes, absolutely. Yeah. Yes, absolutely. So that was the reason why I wanted to shed some light on the current situation. So in order to form an opinion what our party stand for, because this is exactly what you said. We stand for a energy supply diversification. We cannot run a industrial country like Germany with a still strong manufacturing base. To tell you the truth, our manufacturing production, it peaked in 2018 and it plummeted since then due to high energy costs. And you cannot run a country like that. So therefore, we say, look, we need to be technology open, and we need to reinforce again nuclear power plants, because nuclear energy supply is carbon free, right? So therefore, we would also reduce our carbon footprint, which is obnoxiously very, very high. And this is the entire irony about it. So our governments, like the Angela Merkel government and the so-called ridiculous traffic light coalition, they enforced a green policy upon our country that doesn't work. Yeah. And and we would like to go back to technology openness here. Yeah, I think that makes a lot of sense. I mean, my recommendation, and I've said this publicly before, is that Germany should not merely reopen the nuclear power plants, but substantially increase the power generation. In the same space, meaning without increasing
the size of the nuclear power plant in any meaningful way without increasing the amount of land area that it uses, you can dramatically increase the power output of a nuclear power station, because the actual core part of the power station is extremely tiny. People don't quite realize just how small the center core of a nuclear power plant is. It's like amazingly tiny, and so you can actually, in the same land area, no increased land area, dramatically increase the amount of nuclear power that any given nuclear power station is producing. You do need a water source to run the steam turbines, but really far more power output is possible than people realize. And I think that the sensible solution is renewables, but with a lot of nuclear, and then to supplement where that there has to be some amount of hydrocarbon power generation to supplement where it just needs to be sensible. Hydrocarbons, yeah, okay. Yeah, absolutely. But do you know what? So just let me do just like one more example, because like wind turbines, wind energy, in comparison to nuclear power supply, is highly inefficient. Also, in terms of land use. So, for instance, I give one example just to shed some light on it. If you were to replace one nuclear power plant, let's say like Emsland nuclear power plant here in Germany, with an annual electricity production of 10 billion kilowatt per hour, with modern wind turbines, with a production of just 8 million kilowatt per hour per year, you would need 1,250 wind turbines just to replace this one power plant. And with a rotor diameter of 70 meters and the minimum distance from large wind farms, you end up around with like 100 square kilometers. For example, this corresponds to half of the major city of Stuttgart, right? Right. So this entire thing, and just to stress the fact again, you don't need to be very smart just to do your calculations. Yes. But our energy policy. I mean, that's the crazy thing. The crazy thing is like a bunch of these energy questions. You do not need to be like a world-leading physicist. It's very basic math, like high school, less than high school level math. I'd say middle school math even. It's very straightforward, not complicated. Yes, absolutely. And then during the crisis, like during the war. Huh? Sorry? No, please go ahead. Yeah. So during the war of Ukraine, so our gas supply was just destroyed, and that actually shed some light on our severe dependence on Russian gas. And do you know what the government decided in this crisis, when the energy prices skyrocketed after we were cut off of cheap energy supply from Russia? They switched off the last nuclear power plant to even more create a shortage of energy. Yeah. So either you must be very stupid, or you just hate your own country. Well, isn't it? I think it's mostly the very stupid category. At least I'd like to think so. Very stupid. I mean, there's an old saying that like one should never ascribe to malice that which can easily be explained by incompetence. Yes, you're perfectly right. No. So. But yes, I actually, when I saw that Germany was turning off the power plants after being cut off from gas supplies, from Russia, I thought this is one of the craziest things I've ever seen. Just when Germany most needs electricity, yes. Germany is shutting down one of the best sources of electricity, which is nuclear power. Yes. Crazy. And completely carbon free. Yeah, crazy. It's crazy. Yeah. So I guess if to summarize the two main things that AFD is aiming for in terms of change is a sensible
energy policy and sensible immigration policy. Yes, exactly. So, but actually even more. So we would like, if I may continue a little bit, because now it's Elon, it's a complete new situation for me. That I just can have a normal conversation and I'm not interrupted or negatively framed, how that has been in the media the case in the last 10 years, which is completely ridiculous. So what we also stand for, since we are a conservative libertarian party, so at least we see ourselves like this, but we are extremely negatively framed as a so-called extremist party by the mainstream media. So we just say, look, we need to reduce bureaucracy. We need to free our firms, our companies, the individuals of this obnoxious bureaucratic conditions here. Yeah. Do you know, like, how long it takes, how many days it takes to get a business permit in Germany? Just guess. As it turns out, I do, because we built... the big plan. We built a gigantic car factory, just near Berlin. So we had many challenges. I mean, this is, to be clear, like we actually had a lot of support, a lot of local support from the local government, from the national government, and despite all that support, just the sheer number of rules that the people in the government are required to follow is completely crazy, and we had to. I think it was 25,000 pages was our permit, and it had to be all printed on paper. 25,000. Yes, I think maybe more than that in the end. 25,000, and then there had to be many copies made. So it literally was a truck of paper. Because and we're like, surely we can make this electronic, isn't that better for everyone? No, not possible. You need to have that on paper in Germany. And they say, no, it has to be paper. I'm like, this is crazy. This is only a few years ago. It's not the distant past. I mean, it's like we're well into we're a quarter of the way through the 21st century. It's like, guys, let's just 25,000 actual printed pages, and then I believe every page needed to be stamped with a physical stamp. I mean, honestly, it's going to really tire somebody out to do so much stamping. Yeah. They're going to get some sort of repetitive stress injury. Yeah, they're going to get a repetitive stress injury from having to stamp so many people. Stress injuries. It's like just send them to the hospital or something. I mean, that's too much. Yeah. But I'm not trying to blame the sort of individuals who are doing this time, because they are just following the rules. So we have to change the rules, and there needs to be, I think, in my view, for all countries, but especially countries that have enjoyed prosperity for a long time, it is extremely important to have what I call sort of garbage collection of rules, which is to re-examine the rules and regulations. And make sure that they are clearly a net good, and if there's any doubt about them being a net good, we should eliminate them, because otherwise we get to this point where everything is illegal, and so it's just absolutely crazy. Absolutely, and it's not only about bureaucracy; it's also about taxes. Germany has the highest taxes. Yes. Of all OECD countries. So the normal German employee, he works more than half of a year for the state. You have to imagine that. You're right. Like with taxes plus Social Security, so more than half of the year you work for this dysfunctioning state, because like the state does not provide the vital provisions for the people here. So he doesn't provide for security. So we have like skyrocketing criminal rates here. Right. He doesn't care about education. So we have this same insane wokish, leftish, socialist agenda in our educational system.
So the young people, they don't learn anything in school, in university, etc. So they just learn about gender studies. Are you serious? And they just, yeah. No, really. I was under the impression that Germany had a pretty good education system that was quite rigorous with the gymnasium and all that sort of stuff. At least it used to at one point. So, but it sounds like this has I don't know, the woke mind virus has infected Germany quite badly. Yeah. So you have the international standard of PISA testing, right? So the PISA survey. Right. So Germany, like a couple of years ago, was scored. Okay. But now, so we just plummeted because the survey showed that young people are not able to properly do math or speak or write German. And in some states here in Germany, you have to imagine they just abolished the writing grades in terms to get the language grade, right? So you don't need to write German properly anymore because our entire educational system has been deteriorating. Wow. And that is also the reason, for instance, why young people, they vote for us now, because they want to have a proper education and they want to have back a proper educational system that provides the young people with capabilities. And that is also the reason why so my personal opinion is that we have to go back to a merit-based system, right? So we need to go back to a merit-based incentive system and to go away from all this socialist gender things being in our educational system. Right. The families and the parents, they have the responsibility of their children. And the schools and the university, they have the responsibility to give good education and not all this vogue socialist nonsensical gender stuff. Sure. No, absolutely. I mean, the whole point of going to school is to learn useful skills that help you in life, help you be productive and understand the world. Otherwise, it's not a school. It's just a propaganda institution. True. Yeah. So, okay. Well, I mean, that makes a lot of sense. So, let's see. Yeah. So maybe I can just go on, because I was just giving an example of the educational system where the state fails because our state, the government, collected in the last year a record high of income tax. So they collected above 1 trillion, right, of euros. So it is a record high tax. Wow. But the state, they cannot handle taxpayers' money. So what do? So they just throw the money out of the window for immigration in our social system, for instance. So since 2015, just to give you some numbers and also the audience to have an idea what's going on here in Germany. So we had an influx of almost 7 million people, but these are the officially counted. So 7 million people? Wow. Okay. 7 million people of influx since 2015 officially counted. Wow. And then because the people, they just another funny numbers. Our state allows people to throw away their passports before they cross our borders that are not protected and controlled. So 57%, almost 60% of the people coming into our country through an open border, they throw away their papers. Why do they do that? Because once entered our country, our funny country, with this funny immigration policy, they cannot be deported anymore. So that's the reason why. So our state
our government, like the Angela Merkel government and the last one, they proclaimed a policy that everyone can choose to cross our border to immigrate into our social security system and cannot be deported afterwards because they threw away their passports. I mean, crazy. like, how insane is that? Well, it is very insane, but that's exactly what's happened in the U.S. I mean, exactly. clearly, there's a sort of a sort of a far left agenda that's being pushed throughout Western civilization, any place they can go, because the exact same thing was done in the U.S. where. And now they sort of calling people illegal immigrants, they call them undocumented. And the reason they're undocumented is because they threw away their passport, just like you're talking about. In fact, if you, on the Mexican side of the border in the U.S., there's a giant pile of discarded passports and driver's licenses, like a huge pile. Unbelievable. Because it's actually worse to come in with a passport than to come in with nothing. And then, just like in Germany, the Democrat government then gives massive amounts of money and support to what they call undocumented. But if they're undocumented, we actually have no idea if they are a murderer, rapist. We have no idea because they have no documents, so we can't actually tell. And so, as a result, there's been a massive influx of criminals into the U.S. And frankly. I'm wondering what's taking criminals so long to come here. I mean, America's a target-rich environment. It's you can in America it's so easy to steal things in these wealthy neighborhoods. It's like the only thing that is going to slow down how much you can steal is if your back hurts from carrying out all the goods. It's like because you're just like you're not a robber. You're just a moving company. It seems like all the world's criminals should just come to America on that basis, because it's it's much easier to be a career criminal in America than it is in other countries where there's not that much to steal. Yeah. So we've seen a massive increase in crime in the U.S. Yeah. May I ask a question on course, that? yeah. So I read that, for instance, in California, by the way, I'm very sorry what's happening there. It's terrible. It's really terrible to see. It's terrible. But in the case of California, that they just lifted the prosecution of theft because you have so many cases of theft. Is it true? Yes. The de facto situation in California is that theft is almost never prosecuted. It's maybe 1 or 2, maybe 1% of the time is theft prosecuted, and even when it is prosecuted, the criminals are let out on bail immediately. So basically, theft is legal in California. It's crazy. It's crazy. Yeah. Now there was recently a referendum in California to make stealing illegal again, which was and actually that was a very popular, and it passed. Because it was actually literally legal to steal anything under $1,000, which means people could just walk into a store at $1,000 at a time and take out anything they want. And if the storekeeper stopped them, the storekeeper would be arrested. So this is literally like the Joker and Batman. It's like the criminals, are in charge, and the honest citizens are arrested. It's just completely insane. Now, like I said, the people in California did vote overwhelmingly to make theft illegal again. But astonishingly, the governor of California, Governor Newsom, he was against the making theft illegal. Which doesn't make any sense. And you just didn't implement it? Yeah, well, no, but what they're going to do is, even though it is technically illegal again, the sort of far left will refuse to enforce it. So because you really need two things for something to work, for laws to work. You need both the law and you need enforcement of the law.
And if you don't have, so, I mean, this is something that George Soros really figured out. I mean, he's sort of a brilliant guy, but honestly very, anti-human in my opinion. Is that you don't actually need to change the law; you just need to stop enforcement of the law, and that does the trick. So, I think there is somewhat of a reawakening in the U.S. and I think even in California, people are tired of this, and they want change. And I think that's really, if you say like, why people are wondering, like, why did Donald Trump win? And it wasn't just a small victory. In the U.S. elections this year, President Trump won the Electoral College. He also won the popular vote, majority of the people. And the House is Republican and the Senate is Republican. What this says is the American people are demanding change. They're being very clear. And my recommendation for the people in Germany is to do the same. If you are unhappy with the situation, you must vote for change. And that is why I'm really strongly recommending that people vote for AFD. That's my strong recommendation. And I think this is simply the sensible move. And I think Alice Beadle's a very, very reasonable person, and hopefully people can tell just from this conversation, like nothing outrageous is being proposed, just common sense. In fact, I, as I've said publicly, I think only AFD can save Germany. And I just want to be very clear about that. Only AFD can save Germany. End of story. And people really need to get behind the AFD, and otherwise things are going to get very, very much worse in Germany. Yes, because you rightly said, there is a difference of making a law and then enforcing it. So now we have the situation in Germany where you have, on the one hand, you have the AfD, and on the other hand, what's so-called uniparties, right? Yeah. The uniparty consisting of all the others, because they stick together, and no matter what they say, they're not able to implement, to enforce the promises they're doing in every election, especially the Angela Merkel party. Do you know that the Chancellor candidate, so my running mate of the Christ Democratic Party, that it's wrongly labeled, for instance, by The Economist as a center-right party. So in my opinion, it's a leftish Green party. But anyway, Angela Merkel was the first Green Chancellor we had here. So what he did is that he, by the way, just talking about interference, so I just look it up here. He called your interests, so your interests in German politics, pushy and presumptuous. Yeah. And, what does he say about George Soros? yeah, exactly. And Bill Gates. Yeah, Bill Gates, exactly. That was not a problem. Yeah. When Bill Gates actually tried to sell his mRNA vaccination and not mentioning all the huge side effects on people's health, and no one takes responsibility about that, and the entire bluff and scam of wearing a mask, right? So yes. It's unbelievable. And also that candidate of the Christ Democrats, like Friedrich Merz, he warned the world about the consequences of voting for Donald Trump in October last year. Right. So far for like foreign interferences, right? Exactly. So it's unbelievable. It's really unbelievable, like how Donald Trump was treated by German media and German politicians during his election campaign. It was unbelievable. And I mentioned that before in a Bloomberg interview. It created, for me, it created physical pain to see that, how he was disparaged, like, and his entire family. So, yeah, so I feel very sorry for these people. Just like, saying negative things, and now, while we talk, 150 bureaucrats of the European Union are watching us, our conversation, to enforce this ridiculous digital
Services Act that is nothing else than a censorship on free speech. But free speech, right? Yes. It's and you said it, free speech is a precondition of democracy. Yeah. If you are not able to form a proper opinion and exchange opinions and ideas, and a democracy should be a competition of the best ideas, right? Absolutely. And compromises. Yes, yeah, exactly. Without freedom of speech, people are obviously not able to say what they want to say, and then they cannot make an informed vote. So if people are simply fed propaganda and have no access to what's really going on, then they can't make an informed vote, and then you don't have a real democracy. So that's why I say, free speech is the bedrock of democracy. There must be free speech in order for people to make an informed vote. So that's essential. And you can sort of, it's actually quite easy to tell who the bad guys are. It's like, who wants to shut down freedom of speech? They are the bad guys. It's very clear. Yes. And do you know what Adolf Hitler did? The first thing, he switched off free speech. Yes. So he controlled the media, and without that, he would have never been successful. Yes, exactly. Never been successful. Yes, but absolutely. This is what you do. Yeah, no, exactly. That was one of the first things he did was to control the media and imposed extreme censorship. And what he was trying to do was shut down any pro-Semitic media, anything pro-Semitic or any defense of the Jewish people was shut down. So we have to very few, for those who want censorship, I think they should be careful what they ask for, because once you institute censorship, it's only a matter of time before that censorship is turned on you. And eventually they will censor you, and that's the danger. Because people love to censor things they don't agree with, but they don't realize that one day that censorship is going to be turned on them. So absolutely. Yeah. So I mean, you mentioned, of course, Hitler and whatnot. Now, there's a lot of the media wants to portray AfD as far right, as somehow associated with Nazism or something like that. Perhaps you could address that concern, because people, when they hear sort of right wing in Germany, they naturally have a bit of a negative reaction. Yes, thank you for the question. First of all, I would like to, since I'm a economist, I would like to shed some light on the idea, when we talk about Hitler, on the idea of the National Socialists. Back then, during the Third Reich, the National Socialists, as the word says, they were socialists. Yeah, Adolf very Hitler much so. They nationalized industries like crazy. Yes, absolutely. Yeah. He was a communist, and he considered himself as a socialist. So what they did, they state funded then the private companies, and then they asked for taxes, huge taxes, and then also wait a second, I need to ask the word now, verstaatlichen. Yeah, nationalize the entire industry. Yeah, you said that before, and the biggest success after that terrible era in our history was to label Adolf Hitler as right and conservative. He was exactly the opposite. He wasn't a conservative. He wasn't a libertarian. He was a communist, socialist guy. Yeah. So full stop, no more comment on that. And we are exactly the opposite. We are a libertarian, conservative party. And look at this during during the discussion of this terrible Hamas attack
on Israel. So only the leftish Palestinians, they criticize the policies here. So you have a deeply vested anti-Semitism within the leftish movement. And it was always that case. Why? And Adolf Hitler, he also played with that. He played with the envy of people. Jewish people have been highly educated, very cultivated, and they were successful. There were wealthy people back in Germany then. And then he enforced the envy of the population against these people. And it was a socialist measure taken against them. Look at Stalin. Look at the Soviet Union under Stalin, the very same thing. So he was nothing else than an anti-Semitic socialist. Yeah. And we are exactly the opposite. We are a libertarian conservative party. We are wrongly framed the entire time. And we would like to free the people of the state. I want to have independently thinking people, self-confident people. I would like to have a state that is minimized to his functions, and letting the people having their freedom of speech, freedom of wealth also, like generating wealth. With these obnoxiously high taxes, the state erodes the backbone of wealth, right? So the people are not able to accumulate wealth that make them independent from the state. Right. So I would like to have independently thinking, well-educated people who have the freedom to form their own opinion. I want to have strong leaders in Germany. I don't want to have stupid, weak leaders as we had in the last couple of years, because these people cannot think straightly. And they're a big danger. Look at the war in Ukraine now. Yeah. They're a big danger to our national security and to actually to the entire European security. This is also my hope in Donald Trump and in your administration, that you end that terrible war, this worthless dying of young people every day, like as fast as you can, because the Europeans, they cannot. They actually given up on everything, like on a good military, on a good negotiation power. They completely depend on the US in the sense of, the USA need to do the entire job. We don't need to do anything. We just escalate the entire conflict against Russia. It's very dangerous what's going on here, and only you can basically stop it. Yeah, I mean, I think President Trump is going to solve that conflict, I think, very quickly. As you point out, it's now been in somewhat of a stalemate for a few years, and all that's happened over the past few years is hundreds of thousands of people dying, but for no gains. And the longer this conflict goes on, the more Ukraine weakens relative to Russia. I mean, Ukraine is a much smaller country. It simply cannot afford the losses relative to Russia. Russia has, it's just, it's. This is, the longer this drags on, the worse it is for Ukraine. And then you've got all these poor, men dying and for nothing. Why? I hope this terrible conflict can be resolved quickly, and I think it will be under President Trump. Yeah, it will be great, actually, because this is our now really the people here, like many people, are anxious, and they're anxious for a very good reason, I think, because this conflict has a potential to escalate big time towards a nuclear exchange. And here, the European governments, they have no measure, they have no strategy, they have no red line, no storyline of their foreign and security policy towards Russia, towards Ukraine. Yeah. They have no strategy to end that, and they don't have the military power, right? So they underspend the budget to NATO, right? For decades, like for
for a very long time. Like the average, for instance, of Germany, because the share of GDP is supposed to be 2%. So Germany, on average, I think it was just like slightly above 1%. So Germany didn't contribute. But Germany is also not prudent of the defendants of our own country. So this is the second thing. So we are completely dependent on the US. But I think, and I've listened to this very interesting speech of J.D. Vance. He said he doesn't want to have client states, right? Yeah. So he wants to have independent states who that also form their own independent opinion on things, right? Yes. So you, for instance, in your companies, you don't want to be surrounded by yes people and by mediocre people, right? So me neither. Right. So No, I try absolutely. to acquire. Yeah. So I try to also to have the best people in my team. And these best people, they have the task to criticize me every day. And I don't want to have yes sayers, right? Yes. Because you cannot learn. Yes. So you have no mistake correction. Sorry, I just said yes. 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 Yes, people. No, but it's so. But it's so important. Yeah. Yes. But yeah, no, absolutely. I mean, for say my companies like SpaceX and Tesla, if we are constantly looking for critical feedback, because if we make a mistake, then the rockets blow up and the cars don't work. Yeah. So physics is very unforgiving. There's say like really physics is the law, and everything else is a recommendation, because I've seen people break every kind of law, but I haven't seen them break physics. And so if you don't get the design of the rocket and the operation of the rocket exactly right, and if even one thing is wrong, the rocket explodes. So, that's why I'm a strong believer in seeking critical feedback. And in fact, I think critical feedback should be viewed as a gift. Yes. Yeah, yes. Yes. So no. But just to continue on that topic. So if you don't have that feedback loop, so your rocket may explode, right? But here in this critical phase of this terrible war in the Ukraine, many people may die due to these stupid policies that have many been people made. have died. Yeah, indeed. Yeah. So, I mean, let's touch on some maybe potential what people may view as hot button issues. Like, what are your views on Israel? Oh, very complicated. Okay, we have time, so. No, really. Like, the more I read about the Middle East and the situation in Israel, the more complicated it gets. And to be honest, I wanted to ask you about a potential solution, because to be honest, like in my humble opinion, I don't see a solution. So maybe Israel have to find some alliances with the Sunni states, maybe if possible. To be honest, from my point of view, like from my perspective, it's a very complicated situation. And I don't, I'm not this person, I'm not a politician. If you ask a question that I do this, blah, blah, blah. Sure. I really say what I think to do honest politics. And to be honest, I don't know. To be very frank, I don't know how to solve the conflict at this point in time, and I hope maybe you have an answer on that. Sorry for being dissatisfactory, but it's so complicated, and I want to give prudent answer. And in case of Israel, I don't know how to resolve this conflict, to be honest. I guess maybe another way to say it is, do you unequivocally support the existence of the State of Israel?
Yes, of course. Okay, that's what people want to know. Yeah. So, I'm asking questions that maybe seem very obvious, but you know. No. Oh, yeah. Oh, yes. Now I see where this question. No, absolutely. Yeah. So we need to protect the existence of Israel, and we need to protect not only the existence of the state of Israel. I also think that Benjamin Netanyahu have made many mistakes in the past, to be honest. But we also need to take our responsibility as a German nation state to protect Jewish life, Jewish people in our country who are exposed right now to Muslim crime, right? So they're not safe here anymore. So I don't know if you saw some videos here of the streets of Berlin. I'm right now in my office in Berlin, but like with all these demonstrations of the Palestinians here, well, a Jew could not walk through the street anymore, right? And we have a huge potential of anti-Semitic crime against the Jewish people. And to be very frank here, the AfD is the only protector, and I'm saying that like very frankly, the Alternative für Deutschland, the AfD can only be the only protector of the Jewish people within here in Germany, because the Uniparty, all other parties, they did exactly the opposite. They let like millions of people in. They let them do crimes on our streets, like the crime rate are skyrocketing. And so the Jewish people, they leave our country. When I talk to my Jewish friends who live in Germany and in Switzerland and in France and in Austria, they were very afraid after the Hamas attack on the 7th of October, because they were afraid that they would likely to be attacked by Palestinians, by Hamas supporters, or by the Antifa, or by the leftist terrorists. I don't know, but they were very afraid, very sensitive when going on the streets. And we step up for these people, even though the opposite in the mainstream media, the opposite is claimed. Yes, but no, absolutely. This is not true. It's just a lie about our party. Yes, I think that's what I wanted to just make it clear, that the AfD is being massively misrepresented, especially in the Western media. Yeah, and you know, no, obviously I very much support the state of Israel, but I also believe that we want to be mindful and have empathy for, you know, civilians who are dying as well. When I've had conversations with Prime Minister Netanyahu, and I think we're largely agreed. I mean, there's three steps, which is like there's no choice but to eliminate those who wish to eliminate the state of Israel. Hamas essentially, but then and then the second step is to fix the education, so that people, the Palestinians, are not trained from when they are children to hate and want the death of Israel. So you've got to fix the education system, and then the third thing, which is also very important, is to make the Palestinian areas prosperous. This third step is very important. And this is maybe the hardest step, which is, but you have to have that third step. You have to bring prosperity. You have to help rebuild, and you have to bring prosperity. And I've had this conversation with many people in Israel. I said that third step is essential. And they've asked me, well, when has this worked? And I'm like, well, I'll give you a very big example. After World War I, the Treaty of Versailles was extremely unfair to Germany,
and it created a massive amount of resentment. And the Treaty of Versailles laid the foundation with its extreme reparations laid the foundation for World War II. Without the Treaty of Versailles, Hitler would not have succeeded. Yes, true. Yes, but if you look at so then the lesson was learned. So then after World War II, when Germany and Japan were defeated, the U.S. actually helped rebuild Japan and Germany, providing financial support to rebuild Japan and Germany, and now Japan and Germany are allies. And this is a very important and fundamental lesson of history. Yes, you're absolutely right. When after the Hamas attack, I just opened Google Maps to have a look. Okay, what is the geographic situation there? And when you see the Gaza Strip, right? It's a Gaza Strip which is just locked in, with no resources and not even water supplies. So there can be cut off a water supply and other supplies, just like instantaneously. And this construction also like just having a look like from a geographic perspective, you don't need to be very smart that this is not going to work out. And to make this area wealthy with specific measure being taken, it's a very vital first step. Yeah, I think it's essential, and it requires overriding the natural human instinct for reciprocity, which is that to basically an eye for an eye. But the problem with that, an eye for an eye, is that if you keep doing that, an eye for an eye, as the saying goes, an eye for an eye makes everyone blind. That's why I think there's great wisdom to forgiveness. You need both strength and forgiveness, but this is the only way to stop the endless cycle of violence. It's a very nice sentence. Like the eye for an eye makes everyone blind. Yeah, exactly. So, so hopefully that can be the future. That's the best future I can think of. I think there's not some other future that works. So how about, may I ask you another question, because we just jumped topics. What is your point of view? We stopped that your administration will end the war in Ukraine very swiftly. But what is your perspective on the instruments and measures that could be taken? So would you like to talk about it? Can you talk about it a little bit? So what we could expect? Yeah. Well, this, to be clear, I mean, this is up to President Trump. He is the commander-in-chief, and so it's really up to him. So I don't want to speak for him. So, but I do think that there is a path here to a resolution, and but it does require strong leadership in the United States in order to get this done. So, yeah. But I'm confident that it can be done. Okay. And I do think it's possible to have peace in the Middle East as well. These are possible. So, and I think that would be a great future for the world. So, yeah. No, great. So it's absolutely fair. So very, very fine with me. Yes. Well, let's see. Are there any other topics we should discuss, or if you have any questions for me, or anything you think people might want to know absolutely. About? Sure. Because I want to ask, and many people are interested in that.
So why do you believe that flying to Mars and populating Mars is your top priority topic, the SpaceX? And when do you think, when will you be ready to have a human expedition to Mars? If you allow, if I may ask this question, because everyone is interested. So these are great projects, right? Yeah. Well, I mean, I think at a very high level, I think sort of like what set of actions are going to lead to the long-term prosperity of civilization. You know, the sort of a growth in the scale and scope of consciousness. You know, to the best of our knowledge, we are the only place with life, or certainly the only place with life that is intelligent in some form. You know, a lot of people think, oh, there must be aliens, but I've not seen any evidence of aliens. If the archaeological records are correct, you know, Earth is 4.5 billion years old, but civilization, as measured from the first writing, is only about 5,000 years old, which is about 1/1,000,000th of Earth's existence. So all of human civilization is a tiny flash in the pan so far. And so we have to say, well, what steps can we take to ensure the long-term survival of life as we know it, of consciousness? And if we are a multi-planet species, the probable lifespan of consciousness is dramatically greater than if we are a single-planet species. This is not to say that I think that Earth is about to die or anything like that, but there is some risk. You know, if there is a global thermonuclear war, or some extreme natural event like a giant, you know, meteor that hits the Earth that causes a mass extinction event. I mean, if we look at the fossil record, there are at least 5 extreme mass extinction events that would have just basically extinction events that would have destroyed all of humanity completely. There's 5 of them at least, and so I think if we should take this opportunity today, because for the first time in the 4.5 billion year history of Earth, it is possible to extend life and to extend consciousness beyond Earth. And that window of opportunity may be open for a short time, or it may be open for a long time. But just in case it is open for a short time, we must take advantage of this window and as quickly as possible become a multi-planet species and ensure the long-term survival of civilization. So what is your time frame for a expedition, like for the first human expedition? Well, yeah, so to be clear, what matters is not so much the sort of flags and footprints, but the establishment of a self-sustaining city on Mars, where the critical threshold is where the city can grow independent of Earth, meaning if the resupply ships from Earth stop coming for any reason, that the Mars colony does not die out. That's if we are able to reach that point, then we have passed one of the very important and fundamental Fermi great filters. You know, there's this idea of like, well, why don't we see evidence of intelligent life? Well, there's this idea that there are these various great filters that these civilizations never pass, and one of those great filters is never going beyond your home planet. So if we can pass the Fermi great filter of being a single planet species, and to be clear, if we are a single planet species, it is just a matter of time before we are annihilated. One can argue about how long it will take, but eventually there will be something that happens that annihilates civilization. It might be very far in the future, but we simply know from the fossil record, as I mentioned, that there have been at least 5 mass natural extinction events. And I think there's added risk for humans that we could destroy ourselves, because the dinosaurs did not have thermonuclear weapons. So
They also didn't have spaceships. So we've got the risk of thermonuclear war that could destroy everyone, but we also have spaceships that can make life multiplanetary. And but to answer your question more directly, I think we can send uncrewed starships to Mars in approximately 2 years. So Earth and Mars Earth and Mars align for planetary transfer roughly every 6 months. Every 2 years, every 26 months. 2 years. 2 years. Yes. So the Earth obviously takes a year to go around the sun. Mars takes approximately 2 years. And obviously one cannot go to Mars when it is on the other side of the sun from Earth. Yeah. So we have to wait for when Mars is in roughly the same quadrant of the solar system as Earth. And that occurs for about 6 months every 2 years. And the optimal transfer window is typically just a few months. So for a few months every 2 years, or every 26 months, you can transfer to Mars. So there's currently a Mars transfer window, which means that the next one is in 2 years from now. And then there'll be another one 2 years after that. So for the one in 2 years, I think we can send uncrewed starships to land on Mars to test that the landing systems are working properly. We want to make sure that we don't, add more craters to Mars. Yeah, that would be good. The crater count increment must be 0, and once we prove that it is safe to land, then if all the ships we send in about 2 years land safely, and we think we understand the issues, then in principle that in about 4 years you could send the first people, and then the number of ships can expand exponentially from that point. I mean, as a rough order of magnitude, my guess is that we need to transport about a million tons of cargo to Mars to make it self-sustaining. When things are very uncertain, I think if you can even guess to within one order of magnitude, you're doing quite well. So I suspect probably 100,000 tons is maybe not enough, and hopefully we don't need 10 million tons. So therefore, my guess is hopefully 1 million tons is enough to make Mars self-sustaining. So maybe it's a million tons of cargo to the surface of Mars and about 1 million people or more. So that's really what matters. The critical threshold from the standpoint of a fundamental branching of the future of civilization is that point of reaching on Mars where Mars can grow by itself even if resupply ships from Earth stop coming. At that point, the future of civilization branches, and to a good branch. And the probable lifespan of civilization is dramatically greater. And yes. my guess is that there will be cases where the future Martians actually come and help and rescue Earth, and when there is an emergency. Total recall, just as America has helped to rescue the rest of the world in World War I and II and the Cold War. And where would the world be if not for America helping out in those three circumstances? So I think that there's a good chance Mars helps save Earth at some point in the future, maybe many times. And then once we have a civilization on Mars, we can expand to the rest of the solar system, to the larger asteroids like Ceres, maybe to the moons of Jupiter and Saturn and beyond, at least through the rest of the solar system. And then and then we go from being hopefully a multi-planet civilization to, at some point, a multi-stellar civilization, and we're out there among the stars, and then we can try to find out what is the nature of the universe. Perhaps when we go to and visit these faraway star systems, we will discover the remains of long-dead alien civilizations. I think that would be incredibly interesting, but for sure it will greatly improve our understanding of the nature of the universe, dramatically. Absolutely. Yes. So and things that like the time scales are just remarkable to think about.
I mean, physics suggests that the universe is about 13.8 billion years old. I mean, even the elements in our body that aren't hydrogen, like any heavier element had to be formed in the center of a star, and so a large part of our body was actually formed in the center of a star, and that star exploded, and then the elements recondensed, ultimately billions of years later to form Earth and humans. So when you think about these timescales, they're really remarkable to think about. But a civilization that lasted 1 million years. So our civilization, like I said, I think a good metric for saying when does a civilization start, I think, is maybe writing. That's it. If you're going to pick anything, I'd pick that. That's only 5,000 years ago. So for a civilization to, like, let's say, last an incremental 1 million years, that's an enormous amount of time as compared to the length of human civilization, but it's very small compared to the age of the universe. You'd have to go 3 digits past the decimal point of 13.8 billion years just to increment 1 million years. Kommt da noch was Politisches von Weidel, oder? So I think we may find when we go out there and explore these star systems that there were alien civilizations. Maybe they lasted for millions of years, much longer than we've lasted. And I think any civilization that can last 1 million years is going to be in the Hall of Fame. This is an incredibly long time. Anyway, and I think as for humanity, we don't want to be one of those lame one-planet civilizations. Like, any self-respecting civilization should have at least 2 planets. 5 minutes. So that's what we should aim for. If you so you just said that the human body comprises of elements of an exploded and then reordered elements, right? So do you think that this coincidentally happened, or do you believe in God? I'm just curious. Because many people say, okay, this cannot have been a coincidence. That cannot, right? So it just could have been God. So do you believe in God? Well, I'm open to believing in things proportionate to the information that I receive. So I mean, I guess I have sort of a physics view of reality, which is, I guess I'm trying to understand the universe as much as possible, to understand what's going on. I'm certainly open to the idea of God, and if you say, like, well, where did the universe come from? How is it created? I suppose there would be some entity that you could call God. I don't know. But that's a separate question from, say, is there some entity that is observing our daily actions and rendering a moral verdict on what we do from day to day? That doesn't appear to be the case, because at least there's some very evil things that happen in the world, and if there's someone observing us on a moral basis continually, then it does seem odd that some very evil things are allowed to occur. But maybe that is the case. I don't know. I try to form my opinions based on what I learn, and as I learn more, I aspire to change my views to match what I learn. Yeah, same here. To be honest, I'm still on a search. I don't know what to believe. So it's called maybe a agnostic. And but it's very interesting to see how the world and also the universe evolved. It was incredibly interesting to listen to your visions. It's quite a vision for every one of us. Yeah, I would say that what I have is a philosophy of curiosity. So I'm curious about the nature of the universe. And I would say I subscribe to the Douglas Adams School of Philosophy that was described in The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
in that book, the Earth was sort of a giant computer that was trying to answer the question, what is the meaning of life? And then it comes back with 42, and then they're like, what does 42 mean? And it's actually the answer is the easy part, and the question is the hard part. That was actually quite an illuminating thing for me, because I had a sort of an existential crisis when I was, 12 or 13, about the meaning of life. And I read many of the religious texts and the books on philosophy. It's like reading Schopenhauer, Nietzsche, and whatnot, which is a bit depressing if you're to read as a child. Ultimately, why? Well, why? They're a bit negative. At times, it's actually, it makes more sense reading it as an adult. But then I read The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, which is really a book in philosophy in the form of humor, and I think it kind of really that I thought was very insightful. That we should basically try to understand the nature of the universe, and in fact understand even what questions to ask about the answer that is the universe. And so that led me to conclude that we should aspire to expand the scope and scale of consciousness, so that we're better able to know what questions to ask about the answer that is the universe. So we should just seem to take the set of actions that lead to a greater understanding of the universe. Wonderful. Actually, these are perfect last words, to be honest, for our conversation, because I don't know right now, like what to continue, because because these words are so beautiful. So I would just like screw it up, and it was wonderful. It was wonderful talking to you and listening to your views of mankind, and also to have an idea of your vision. It's very visionary, and yeah. Well, thank you so much. Well, it's been a pleasure speaking, and I hope people listen to this conversation and find it helpful. All right. Thanks, everyone. Thank you, Bye, everyone. Thank you, Ihnen. Also ich sag ganz ehrlich, bye. Tschüss. Ich sag ganz ehrlich, ich höre lieber 2 Stunden Jens beim Schnarchen zu, als 1 Stunde dieses Gespräch. Das war flach. Das war unfassbar flach. Und ganz ehrlich, Weidel hat nicht geglänzt. Bitte. Was meinst du? Also die Aufpasser der Europäischen Union und auch des Bundestages, die Bundestagsverwaltung hat ja auch Aufpasser noch eingeschaltet, die werden nichts finden an diesem Gespräch. Also was mir sofort aufgefallen ist, es ist ein unvorbereitetes, einfaches Gespräch gewesen. Die haben einfach drauf losgeplaudert, und das dürfen die. Das dürfen die. Ich habe da auch ganz wenig, bis auf einmal halt die Bemerkung, hat Musk ganz klar seine Meinung, seine Wahlempfehlung gegeben. Auch das darf er. Ich kann ansonsten, da war nichts Propagandistisches oder sonst was dabei. Ich glaube, Weidel hat sich keinen Gefallen getan, irgendwie Hitler ins Spiel gebracht zu haben. Nee, ganz und gar nicht. Das wird ihr ganz schön in die Ohren fliegen. Ja. Es wurden viele Themen angeschnitten. Ich habe ein bisschen mitgeschrieben. Schön war gleich am Anfang, dass sie sich bedankt, endlich mal offen reden zu können. Also sie konnte endlich offen reden, aber sie haben dann viel seltsames Zeug geredet. Gut, es war auch viel Politik dabei. Also sie hat halt die Atomkraft und generell die Energiepolitik wurde angesprochen, die überbordende Bürokratie, von der Musk ja auch ein Lied singen kann mit seinen 25.000 ausgedruckten Seiten. Bürokratie. Tesla-Genehmigungen, genau. Steuern. Die Steuersätze, genau. Das Staatsversagen, das generelle. Staatsversagen, Bildungssystem, obwohl sie da ein bisschen komisch, ein bisschen sehr plakativ dahergeredet hat. So. Naja, aber wir machen es ja auch. Und es war ja auch wirklich nur eine Plauderei. Es war auch nur eine Plauderei, ja. Aber es ist halt schon, die Augen sind auf sie gerichtet, und sie hat da wirklich viel Futter gegeben für Kritik. Das muss man leider so sagen, auch wenn es einfach nur so dahergeplaudert war. Aber egal, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ich glaube, das Futter für Kritik ist gar nicht mal ihr Problem, weil kritisiert wird sie sowieso, egal was sie sagt. Aber sie hatte jetzt tatsächlich die Gelegenheit, sie hat sich auch dafür bedankt, dass sie offen reden kann. Und
wo sind dann die wirklichen Points gewesen? Also die von Points ihr? hat sie nicht gemacht, wobei man auch sagen muss, also was ihr zum Nachteil gereicht ist, einfach Englisch ist halt nicht ihre Muttersprache und da ist sie rhetorisch einfach nicht so stark. Stimmt. Das ist halt einfach so Ja. und da hätte sie, weiß ich nicht, hätte sie sich irgendwie vielleicht doch besser vorbereiten müssen, weil es war auch nicht, also war auch nicht so angenehm anzuhören. Doch, das fand ich aber okay. Das war nicht völlig okay. Weiß ich nicht. Ja, das mit dem Hitler hast du schon angesprochen. Das wird dir auf jeden Fall um die Ohren fliegen. Das wird dir richtig um die Ohren fliegen. Ja, aber es kann ja eigentlich egal sein. Ansonsten Israel hat sich ganz geschickt aus der Affäre gezogen, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, ob sie sich aus der Affäre gezogen hat oder ob sie tatsächlich ehrlich war. Dass sie da einfach auch keine Lösung weiß. Ich meine, was willst du auch sagen? Das ist so ehrlich, ja. Ich weiß, wenn man mich das fragen würde, ich weiß auch auch nicht die Lösung. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nur, das, was die Leute da machen, ist totaler Irrsinn. Obwohl, im Gegensatz zur Weidel und auch zu Musk habe ich ja viele Sympathien für die Palästinenser. Nicht für die Palästinenser, die hier auf den Straßen irgendwie Ärger machen, sondern für die Palästinenser, die dort Unrecht erfahren. Ja, für die habe ich viel Sympathie. Nicht für die ganzen Arschlöcher hier. Und ich weiß schon, was man mir jetzt daraufhin wieder entgegnet. So, ich habe es schon oft genug gehört. Kann man gerne drüber reden. Ich habe meine Meinung öffentlich einige Male kundgetan. Interessant fand ich Kalifornien. Dass das da so krass ist und eigentlich ganz ähnlich in den USA läuft wie hier, war mir in der Form, wie Musk es jetzt gesagt hat, nicht bekannt. Wir haben ja hier die offenen Grenzen. Die Migranten schmeißen einfach die Ausweispapiere weg und können nicht abgeschoben werden. Musk sagt, es ist eigentlich ähnlich. In den USA. Und diese Geschichte von wegen Diebstahl unter $1.000 wird in Kalifornien nicht mehr verfolgt. Jetzt gab es zwar das Referendum und es ist wieder illegal, mehr oder weniger, aber das wird nicht durchgesetzt, das Recht. Ja, genau. Ne? Das fand ich auch sehr interessant, weil wir haben ja wirklich die gleiche Entwicklung. Wir haben genau die gleiche Entwicklung. Ich erinnere an Hamburg, wo sie auch gesagt haben, Ladendiebstahl von Migranten, das verfolgen wir gar nicht mehr. Ja? Kannst du dich erinnern? Nee, tatsächlich ist noch gar nicht so lange her. Nee. Ist aber tatsächlich in Kalifornien scheint das wohl wirklich also ein ganz anderes Ausmaß angenommen zu haben als, naja, vielleicht, ich weiß es nicht, ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, aber wenn du dir die Sicherheitskameras mal anschaust, die spazieren ja wirklich mit Säcken rein, füllen die und dann spazieren die auch wieder so aus, ganz schamlos. Ne? Die geben sich noch nicht mal den Anschein, als würden sie irgendwas verbergen. Das ist ja hier noch ganz was anderes. Ja, gut, obwohl es auch hier nicht, wenn es auch hier nicht verfolgt verfolgt wird, was ich auch sagen muss, also Musk ist jetzt auch, er mag wahrscheinlich auch eine Menge Sachen wissen und seine Skills haben, aber auch da zeigt sich, letztendlich ist es ein ganz normaler Typ, der auch jetzt nicht, weiß ich jetzt, auch nicht so überdurchschnittlich unterwegs ist, muss ich sagen. Also na, er sagt schon gute Sachen. Er sagt so ein paar Sachen, bezüglich Redefreiheit und Demokratie und dass das einander bedingt. Gut, das ist jetzt nicht so die Überraschung, das wissen wir. Das sind auch irgendwo auch so Gemeinplätze, finde ich jetzt auch. Ja. Letztendlich ein ganz normaler Typ, kein intellektueller Überflieger, muss ich sagen. Was ja auch irgendwie nett ist auch ein ganz normaler Mensch halt. Aber wo ich halt schon schlucken musste, ist irgendwo, man müsste bei diesem Israel-Palästina-Konflikt dann irgendwo Palästina dann wieder zum Wohlstand verhelfen. Aber weiß der überhaupt, wie Palästina aussieht irgendwie in letzter Zeit? Es wird schwierig, so ähnlich wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Erstmal wieder aufbauen. Junge. Aber die Einstellung ist die richtige, finde ich. Also man muss unbedingt. Gut, auch wenn er dann gleich wieder falsche Schlussfolgerungen zieht, von wegen, es wäre, beim Marshallplan wäre es darum gegangen, es anders zu machen als mit dem Vertrag von Versailles, mit den Reparationszahlungen, die dann tatsächlich zum Zweiten Weltkrieg geführt haben. Auch so eine Sache. Und dass Japan und Deutschland heute Alliierte sind. Japan und Deutschland sind Vasallen. Und es ging um die Schaffung von Vasallen, nicht um die Schaffung von Alliierten. War der jetzt irgendwie und das waren sie doch damals auch. Das war doch auch die Alliierten. Die Achse halt so. Aber er meinte wahrscheinlich Alliierte mit den USA zusammen. Ne? Also das ist also auch einfach nur ein ganz normaler Typ, weißt du, der auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, scheinbar, sondern auch schon auch Sachen nicht weiß. Also auch erschreckend normal. Erschreckend normal, muss ich sagen. Ne? Also da gibt's wirklich hellere Köpfe auf der Welt. In diesem Studio.
Und naja, zu Weidel haben wir, glaube ich, auch schon. Also sie hat irgendwie so viele Chancen liegen gelassen, muss ich sagen. Und, was heißt viele Chancen? Sie hat diese eine große Chance, finde ich auch sagen, nicht genutzt. Tatsächlich ihre Politik oder das, was sie sonst nicht sagen kann. Also ein bisschen stringent zu erklären. Und es blieb wirklich vieles so im Allgemeinen, im Klischeehaften so ein bisschen stecken. So. Das ist schade. Es war kein professionell geführtes Interview oder so etwas, sondern es war tatsächlich eine Plauderei zwischen zwei Leuten, die sich offenbar auch nicht auf dieses Gespräch irgendwie vorbereitet. Es gab keine Talking Points, kein gar nichts. Sie haben einfach angefangen und sie wussten nicht, wie es weitergeht oder wie es endet. Das ist ganz klar dabei herausgekommen. Das war das Konzept des Ganzen. Man unterhält sich ganz einfach. Das hätte Weidel nicht davon abhalten können, sich trotzdem ein paar Notizen zu machen. Also weil vieles einfach sehr, 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 sehr aus dem Ärmel geschüttelt herkam und einfach nicht so nicht so zupackend ist, wie sie sonst reden kann. Ja, das merkt man halt schon. Und Überraschung, Weidel und Musk sind Agnostiker. Okay. Richtig, die Agnostiker, die nicht an Gott glauben. Ja, Agnostiker heißt, man weiß es halt nicht. Ne? Es ist alles möglich. Mal gucken, ne? Theoretisch und was weiß man schon. Ja. Ich teile eigentlich diese Einstellung. Ich bin da auch agnostisch unterwegs. Diese Musk-Geschichten, das war jetzt auch nicht so. Ja gut, da konnte Musk noch mal so ein bisschen seine Talking Points auch abziehen, so, wobei ich das jetzt nicht für abgesprochen halte. Ich glaube, Weidel wusste einfach nicht, was ihn fragen sollte. Hatte man so den Eindruck, ja. Tatsächlich, das muss man, vielleicht ist das auch positiv zu bewerten. Sie hatten sich wirklich weder vorher abgesprochen, noch sich selbst irgendwie einen Plan gemacht. Das hat den Anschein, Das war einfach nur so, es hakte auch manchmal so ein bisschen, so auch ein bisschen belanglos manchmal. Ja. Auch mal ein Ding, ne? Und von daher wird es auch unmöglich sein, oder gut, mittlerweile, man weiß es ja nicht mehr, weder der Weidel und der AfD noch dem Musk daraus einen Strick zu drehen, weil die haben sich tatsächlich einfach nur unterhalten. Und das ist doch bitte noch erlaubt, hoffe ich. Ich wollte gerade sagen, aber sie finden immer einen Weg. Sie finden immer einen Weg, es zu problematisieren. Es hieß ja auch schon, das wäre unerlaubte Wahlwerbung, weil schließlich so ein Auftritt auf X ist ja monetär gesehen, ist ja Unmengen wert. Also, mein lieber Scholli. Es ist fast so wertvoll wie ständige Auftritte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ständige Interviews im Deutschlandfunk, ständige Propaganda in den Medien, die über Umwege auch wieder über Ministerien und so weiter finanziert werden. Aber das sind ganz andere Sachen. Das ist auch was völlig anderes, wenn ein Bill Gates Millionen an den Spiegel schickt und irgendwie 20 Minuten lang in der scheiß Tagesschau, in den Tagesthemen sein Zeug absondern darf, was Musk übrigens angesprochen hat. Dass er ja seine Werbung machen durfte für die mRNA-Impfung, in die er vorher investiert hatte. Aber das ist natürlich völlig in Ordnung. Das hat er gemacht, ja. Das war schon ganz gut. So in Ordnung, wenn Soros hier in irgendwelche NGOs investiert, die grüne Politik oder Klimaschutz propagieren und. All das ist in Ordnung. Aber in dem Augenblick, wo ein Musk irgendwie eine andere Meinung vertritt, da wird das Ganze problematisiert. Ja. Es wird immer mit zweierlei Maß gemessen. Ich bin gespannt, was die Medien morgen dazu sagen und die Politiker. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Weil es war wirklich nicht der Burner. Nee. Es war okay. Nee. Es war okay. Aber auch nichts Problematisches, sagtest du ja auch. Ähnlich wie mit Trump. Das war auch nochmal 20 €. Ja, danke an Elli, hatte ich gerade schon gesagt. Danke, Elli. Mua. Ja, Leute. Haben auch wir heute nicht geglänzt. Also die Zuschauerzahlen. Ich weiß, Gratulation an Kompakt für über 100.000, teils glaube ich 150.000 Live-Zuschauer. Gratulation. Boah, Alter. Mehr kann man da nicht sagen, ja. Alter. Unfassbar. Ja. Gratulation. Wobei, die werden auch aber mit Simultanübersetzung. Haben die Simultanübersetzung gehabt, ja? Ja, deswegen. Wäre vielleicht schlauer gewesen. Das hätten wir auch machen können eigentlich. Hätten wir uns darauf vorbereitet, hätten wir das hingekriegt. Du warst im Urlaub. Du warst im Urlaub. Ja, seit wann war das bekannt, das Gespräch? Seit länger. Seit länger. Du warst trotzdem nicht da. Naja, egal, aber nächste Woche ist auch wieder eine neue Katastrophe. Also, meine lieben Damen und Herren, dann sehen wir uns in alter Frische am nächsten Donnerstag. Bis dahin. Ciao.